Ja, herzlich willkommen zu unserer Juni-Ausgabe der Sepsis-Akademie. Mein Name ist Sven Olaf Kuhn und ich bin Urlaubsvertretung für Matthias Gründling heute. Wir haben diesmal wieder zwei Referenten eingeladen, die ich denke, sich sehr gut ergänzen werden. In dem ersten Beitrag, zu dem wir Herrn Professor Kluge aus dem UKE in Hamburg gewinnen konnten, da geht es um Pilzsepsis. Das ist ein häufiges, kontrovers diskutiertes Thema hier und auf unserer Station und sicherlich auch bei Ihnen. Im zweiten Teil werden wir uns auf Herrn Dr. Uhle freuen können. Er wird moderne Ansichten oder Ansätze der Sepsisdiagnostik referieren. Und bevor wir einsteigen, vielleicht haben wir noch ein paar Zuschauer, die dazukommen, möchte ich eine nächste Ankündigung schon mal machen. Der Sepsis-Dialog, die Sepsis-Akademie macht keine Sommerpause. Ab dem 13. Juli werden wir wieder zwei Experten begrüßen dürfen. Herr Professor Frank Brunkhorst, den Sie wahrscheinlich alle kennen werden, wird zu dem Thema Sepsis-Screening einen Beitrag leisten. Und im Anschluss freue ich mich ganz besonders auf die Direktorin unseres Instituts für Immunologie am Uniklinikum in Greifswald, Frau Professor Bröker, die sich mit dem Thema Impfung zur Prävention von Infektionen und Sepsis befassen wird. Auch heute werden wir wieder Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer MV für Sie bereithalten. Ihre Anmeldung hat ja schon mit der Eingabe der Fortbildungsnummer wahrscheinlich geendet. Sollten Sie trotzdem irgendwelche Fragen oder Probleme zu diesem Prozedere haben oder irgendwelche Hilfe brauchen, schicken Sie uns eine Nachricht oder auch für andere Fragen in den Chat. Wenn wir möglicherweise heute, weil Professor Kluge nicht bis zum Ende dabei bleiben kann, nicht alle Fragen beantworten können, können Sie auch diese in den Chat schreiben. Wir werden die dann entsprechend nachreichen. Die Veranstaltung wird auch heute wieder neben der Zoom-Aufzeichnung auf YouTube übertragen und steht dann im Bereich der Sepsis-Akademie weiterhin zur Verfügung. Ich begrüße jetzt also Herrn Professor Kluge. Professor Kluge ist ja seit 2009 Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf und wahrscheinlich, ich vermute, auch jedem schon mal begegnet, wenn nicht vielleicht auch im Fernsehen. 2006 war er das erste Mal bei uns in Greifswald zu einem Symposium als Vortragender eingeladen. Seitdem kenne ich ihn zumindest. Und er ist sicherlich ein ausgewiesener Experte für verschiedene Bereiche, vor allen Dingen für die Beatmung, extrakorporaler Lungenersatz. Aber Sepsis und Pilzinfektionen, das ist natürlich auch das Thema. Und deshalb sind wir ganz froh, dass wir uns mit diesem Thema jetzt hier beschäftigen können und Sie uns dort ein bisschen vielleicht voranbringen können. Ich übergebe mal gleich das Wort an Sie. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, lieber Herr Kuhn, vielen Dank für die nette Einführung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich freue mich, über Pilzsepsis sprechen zu dürfen. Ich erinnere mich gut übrigens, Herr Kuhn, 2006 in Greifswald, da hatten Sie mit Kollegen ein großes Tracheotomie-Symposium organisiert mit den Nestoren der dilatativen Tracheotomie. Damals war das Verfahren noch relativ neu, paar Jahre alt, und heute ist das ja ein absolutes Standardverfahren, aber das war ein wirklich tolles Symposium mit namhaften Referenten, die nämlich die Techniken, die verschiedenen, heute ist es ja eigentlich nur noch eine Technik, aber damals gab es 4, 5, 6 verschiedene, die Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich entwickelt hatten. Ja, vielen Dank auch an Herrn Uhle, dass ich den Vortrag tauschen sollte. Ich habe leider heute Abend noch einen Termin und vielen Dank dafür. Pilzsepsis ist echt nicht ganz einfach. Ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen die letzten 48 Stunden, weil ich meine Folien immer dann natürlich nochmal update. Und das ist wirklich nicht ein einfaches Thema. Insofern versuche ich wirklich, einfache Botschaften zu vermitteln, die für die tägliche Arbeit im Krankenhaus und gerade auf der Intensivstation wichtig sind. Es gibt auch ein paar Unsicherheiten. Es gibt Dinge, Herr Kuhn hat das gesagt, die wir kontrovers diskutieren können. Und das können wir dann auch gerne machen. Darauf freue ich mich. Conflicts of Interest sind natürlich wichtig. Für diesen Vortrag gibt es kein Honorar, aber ich habe hier Assoziationen mit verschiedenen Pharmafirmen, die Antimykotika herstellen.
Hier unten sehen Sie das. Insofern freue ich mich da auch über kritische Fragen. Ich bin schon der Meinung, dass es ohne Pharmaindustrie nicht geht, zumindest was die großen Interesse angeht. Aber es darf natürlich kein Einfluss stattfinden. Und ich erlaube mir nochmal am Anfang und am Ende nur ganz kurz vom eigentlichen Thema abzuweichen. Herr Kuhn kann ja auch jetzt gar nichts mehr dagegen machen und möchte nochmal auf den aktuellen, ja, auf das Ein-Stunden-Bündel der Surviving Sepsis Campaign, was 2018 vorgestellt wurde, nochmal hinweisen, weil das, glaube ich, so extrem wichtig ist im Krankenhaus, in der Notaufnahme, auf der Intensivstation. Was müssen wir machen, wenn wir wirklich einen Sepsis-Patienten identifizieren oder meinen, ihn identifiziert zu haben? Das Laktat messen, dem Laktat kommt ja wirklich in den letzten Jahren wieder ein größerer Stellenwert zu. Wir müssen natürlich Blutkulturen abnehmen. Ich bin sehr froh, dass die Greifswalder Gruppe nochmal darauf hingewiesen hat, mit einem Letter bei den neuen Surviving Sepsis Campaign Guidelines, dass die Blutkulturen eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund sind. Dabei sind sie so extrem wichtig. Wir müssen Blutkulturen abnehmen. Das gilt für die bakterielle Sepsis, aber natürlich auch für die Pilzsepsis. Dann die passende Gabe des Anti-Infektivums, möchte man sagen, beim heutigen Vortrag. Das ist natürlich echt immer gar nicht so einfach. Wir wissen, wenn wir da nicht das richtige Antibiotikum, Anti-Infektivum aussuchen in der entsprechenden Dosis, dass wir dann unter Umständen hinterherlaufen. Und das kann natürlich auch unter Umständen dem Patienten im septischen Schock das Leben kosten. Dann das Riesenthema Flüssigkeitsgabe, da will ich natürlich nicht drauf eingehen. Und das Thema Vasopressoren. Und hier kristallisiert sich ja auch in den neuen Guidelines immer mehr dieser Mitteldruck von 65 heraus. Und vor allem, dass wir ihn schnell und aggressiv erreichen müssen und dass man da doch lieber frühzeitig Vasopressoren gibt und nicht wartet, bis ein ZVK nach langer Zeit gelegt wurde oder noch stundenlang den Effekt der Flüssigkeitsgabe abwartet. Also frühe Erreichung des MAP-Targets mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ist, glaube ich, extrem wichtig und das zeigen die neuen Studien. Und erlauben Sie mir noch 2 Studien zur bakteriellen Sepsis, weil ich immer wieder danach gefragt werde, wie ist der Stellenwert von Vitamin C? Hier sehen Sie eine ganz aktuelle Meta-Analyse und Sie sehen, dass die größeren Studien hier keinen Benefit gezeigt haben. Viele wissen das. Es gibt ein CHEST, eine publizierte vor Jahren Before- and After-Study, die meinte, einen dramatischen Mortalitätsbenefit gesehen zu haben. Die großen randomisierten Studien sind alle negativ. Also so einfach ist es nicht. Hier oben sind interessanterweise ein paar Studien, die teilweise auch schon älter sind, zur Monotherapie mit Vitamin C, die einen positiven Effekt zeigen, mit ganz kleinen Fallzahlen. Aber selbst die Autoren dieser Meta-Analyse, genau wie die Autorinnen und Autoren der neuen Sepsis-Campaign-Guidelines sagen, kein Vitamin C bei Sepsis, kein Benefit. Ausnahmen sind sicherlich Patienten mit schwerer Mangelernährung. Und ein weiteres extrem kontroverses Thema ist ja der Cytosorb-Filter. Und Herr Kielstein und Herr Zabock haben hier mal ein Letter geschrieben, jetzt aktuell nochmal in Critical Medicine. Und man sieht, obwohl die randomisierten Studien zur Sepsis, aber auch bei Covid-19 negativ sind, wird der Cytosorb-Filter immer weiter oder häufiger in Deutschland verwendet. Und zwar nicht nur bei der Sepsis oder Covid-19, sondern bei vielen anderen Indikationen. Trotz aller Kritik meinerseits freue ich mich aber sehr, dass die Firma eine große multizentrische randomisierte Studie in Deutschland unterstützt, an der wir federführend teilnehmen. Und da geht es um den refraktären septischen Schock und die Frühphase. Aber, und wir müssen ja auch immer, wenn wir über Studien sprechen, über Datenschutz und Ethik sprechen, vielleicht ist diese Studie auch negativ, weil der Filter nicht wirkt, das wissen wir nicht, oder weil wir ihn zu spät einsetzen. Denn die Ethikkommission hat uns nur erlaubt, ihn einzusetzen, wenn bereits eine Indikation zur Nierenersatztherapie besteht. Und das kann einfach sein, dass der Zeitpunkt zu spät ist. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Ergebnisse. Natürlich müssen wir auf die neue Surviving Sepsis Campaign Guideline schauen. Herr Brunkhorst, der Name ist ja eben schon gefallen. Wir hatten ja 2020 oder Federführung von Frank Brunkhorst die deutsche Sepsis-Leitlinie publiziert. Allerdings waren da natürlich Studien nur bis 2017, 2018 eingeflossen. Insofern ist diese internationale Leitlinie aktueller. Und wir freuen uns, glaube ich, alle, dass es zumindest bei aller Diskriminierung von deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen deutschen Vertreter gibt. Und es ist Tobias Welte aus Hannover, der hier Mitautor ist bei der weltweit gültigen Survival Sepsis Campaign Guideline. Und diese Abbildung habe ich von Herrn Briegel aus München, der das mal aufs Deutsch übersetzt hat.
Es gibt ja unter Expertinnen in den letzten Jahren eine Diskussion, wie schnell muss denn jetzt genau das Antibiotikum in die Vene des Patienten mit Sepsis oder septischem Schock reinfließen. Und hier kristallisiert sich immer mehr raus, bei Schockgeschehen, beim septischen Schock muss das Antibiotikum wirklich so schnell wie möglich appliziert werden. Nochmal das richtige Antibiotikum in der vollen Dosis initial, unabhängig vom Kreatinin. Wenn wir einen stabilen Patienten haben, ohne Schock, mit normalem Laktat, mit normalem Mitteldruck, ohne Schockindex, dann haben wir etwas mehr Zeit und können in Ruhe auch überlegen, wo liegt der Fokus, hat der Patient eine Sepsis oder gibt es andere Differentialdiagnosen. Das fand ich nochmal extrem hilfreich, das so zu sehen. Und auch die neueren Studien, hier eine ganz aktuelle Studie zur Antibiotikagabe bei Patienten without und with Septic Shock, zeigen einfach, die Schockpatienten, das sind die, wo es wirklich drauf ankommt. Bei den anderen sollte es auch schnell gehen, aber bei den Schockpatienten geht es, wenn man das so sagen kann, wirklich um jede Minute, weil ansonsten steigt die Sterblichkeit an. Gut, jetzt möchte ich aber nicht das Thema verfehlen, sondern natürlich zur antimykotischen Antifungal Therapy kommen. Und als erstes habe ich natürlich geguckt, was sagt denn diese Surviving Sepsis Campaign? Die berichtet ja über alle möglichen Themenfelder. Wir haben zum Beispiel ein großes Kapitel zum Thema Beatmung bei Sepsis, was nur für mich wenig Mehrwert bietet, wenn man sich einfach mal die vorherigen Empfehlungen zur Beatmungstherapie bei ARDS anschaut. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Insofern war ich sehr gespannt und Sie sicherlich auch. Und das Antifungal Therapy Kapitel ist sehr übersichtlich. Das ist eine halbe Seite. Und hier steht eigentlich nur drin, wir schlagen eine empirische antifungale Therapie vor bei Patienten mit septischem Schock und hohem Risiko für eine Pilzinfektion. Und bei niedrigem Risiko empfehlen sie keine empirische Therapie. Und das Ganze ist auch noch eine schwache Empfehlung mit Low Quality of Evidence. Und ich habe dann nochmal in den Hintergrundtext geschaut, gibt es Empfehlungen, welche Präparate wir geben sollten und so weiter oder in welchen Situationen. Dazu findet sich eigentlich nichts. Was sich aber findet, ist eine Tabelle von Risikofaktoren für eine Candida sepsis. Und diese Risikofaktoren, die kennen Sie natürlich, die werden Sie auch im Vortrag jetzt immer wieder sehen, weil ganz, ganz viele Arbeitsgruppen, wir auch, das mal ausgewertet haben. Und das sind die Risikofaktoren für eine Candida sepsis. Und das sehen Sie hier. Eine wichtige Rolle spielt nach wie vor der Candida-Kondensationsindex. Den gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Das besagt einfach, wenn ich mikrobiologisches Monitoring mache, was wir im Regelfall nicht mehr machen heutzutage. Aber früher haben wir das ja gemacht und oft kriegen Sie ja bei der Sepsis-Fokussuche auch viele Ergebnisse, Urinkultur, Blutkulturen, bei abdominalchirurgischen Patienten natürlich auch Befunde aus dem Abdomen und so weiter oder Abstriche, Trachealsekret natürlich oder aus der BAL. Und wenn Sie an vielen verschiedenen Stellen Candida nachweisen, dann ist der Candida-Kondensationsindex quasi positiv und das wiederum ist ein Risikofaktor für eine invasive Pilzsepsis. Auch das Beta-Glucan, da werde ich noch drauf eingehen, das ist ein Zellwandbestandteil, den wir messen können, der nicht spezifisch für Candida-Infektionen ist, aber durchaus auf eine Candida-Infektion hinweisen kann, aber auch auf andere Pilzinfektionen. Wir haben natürlich die klassischen Risikofaktoren für Pilzinfektionen. Das gilt sowohl für die Candida-Infektionen als auch für die Schimmelpilzinfektionen wie die Aspergillus-Infektion, die Neutropenie, die Immunsuppression und generell gilt, das ist ja bei allen Dingen so, je schwerer krank und je länger der Patient auf der Intensivstation, je höher ist das Risiko für eine bakterielle, aber auch für eine Pilzsepsis. Ein wichtiger Punkt bei der Pilzsepsis ist immer das Vorhandensein eines ZVKs. Und dann sehen Sie hier viele weitere Risikofaktoren. Wichtige sind sicherlich nochmal parenterale Ernährung, Breitspektrum-Antibiotikatherapie, die länger appliziert wurde und gastrointestinale Perforationen oder Anastomosen, Insuffizienzen. Gut, wir haben natürlich viele Studien zur Inzidenz, zum Outcome. Man muss sagen, ich habe geguckt, ob man noch eine größere Studie findet. Es gibt ganz viele kleinere, es gibt auch multizentrische europäische Projekte, deutsche Projekte. Summa summarum muss man sagen, dass die Inzidenz von Pilzinfektionen im Intensivbereich langsam ansteigt in den letzten Jahren.
Das sieht man sehr gut. Das belegt hier auch diese Studie, wenn man sie mit anderen vergleicht. Was ist der Grund dafür? Nun, zum einen sicherlich die Fortschritte in der medizinischen Behandlung, zum anderen aber auch die demografische Entwicklung und natürlich vermehrt immunsuppressive Therapien, um nur mal 3 Aspekte zu nennen. So hat sich ja die Zahl der Stammzelltransplantationen zum Beispiel in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Und das sind natürlich Hochrisikopatienten für Pilzinfektionen, insbesondere wenn sie dann auch noch auf die Intensivstation kommen. Also die Mortalität liegt generell zwischen 40 und 60%. Es ist immer das Problem, die pilzbedingte Mortalität hier herauszurechnen, weil diese Patienten sind ja im Regelfall kritisch krank und haben natürlich aufgrund ihrer Grunderkrankung und der akuten Diagnose auch eine gewisse Grundsterblichkeit. Und das diagnostische Dilemma, was wir bei Pilz nachweisen haben, sowohl was Candida als auch Aspergillus angeht, nur um die beiden häufigsten mal zu nennen, ist natürlich diese Differenzierung zwischen Kolonisierung und Infektion. Und im Hinterkopf haben, dass wir nicht zu spät kommen dürfen, gerade bei invasiven Infektionen, bei septischem Schock, ist das natürlich unheimlich schwierig, hier den richtigen Mittelweg zwischen Übertherapie und adäquater Therapie einfach zu finden. Das ist nochmal ein schönes Bild aus dem letzten großen Übersichtsartikel aus dem New England Journal 2015. Und hier steht die Candidemie sicherlich im Vordergrund. Bei der Candidemie, also beim Nachweis wirklich von Candida in der Blutkultur, ist es so, es handelt sich immer um eine invasive Erkrankung, die aber nur bei ca. 50% in der Blutkultur einfach nachweisbar ist. Und eine positive Blutkultur mit Candida muss zwingend behandelt werden. Es ist ein Kunstfehler, eine positive Blutkultur hier nicht zu behandeln. Wir haben aber durchaus Nachweise im Trachealsekret, im Sputum, im Urin, in Abstrichen, in älteren Drainagen. Und das spricht oft halt nicht für eine Infektion, sondern für eine Kolonisierung. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch bei Darmperforation ist das häufig nachweisbar, dass ca. 50% aller gesunden Deutschen kolonisiert sind mit Candida. Insofern ist der reine Nachweis natürlich nicht relevant und nicht wegweisend. Und das macht es so schwierig. Ich habe ein paar ältere Studien auch mitgebracht, weil das eine der ersten Studien war, damals auch in Intensive Care Medicine publiziert, die einfach gezeigt hat, es gibt eigentlich keine Candida-Pneumonie. Oft sehen wir das nochmal, dass gerade jüngere Ärztinnen und Ärzte zum Antibiotikum greifen möchten, wenn sie da Hefepilznachweise haben im Trachealsekret oder in der BHL. Aber hier waren es 77 Patienten mit Pneumonie und Candida-Nachweis, die auch behandelt wurden, wo die Kliniker gesagt haben, ich behandle mal lieber diesen Candida-Nachweis, das kann ja eine Candida-Pneumonie sein, aber bei dieser hohen Obduktionsquote keine einzige Candida-Pneumonie. Also Candida-Pneumonien bis auf wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen bei schwerst Immunsupprimierten gibt es eigentlich nicht und daher muss das auch nicht behandelt werden. Nochmal der Nachweis in der Blutkultur, hier die Candidemie, der ist natürlich wirklich relevant und hier darf keine Zeit vergehen. Es ist nicht so wie bei der Sepsis, dass es wahrscheinlich wirklich auf jede Stunde ankommt, aber wir sollten wirklich sofort nach der Kommunikation einer positiven Blutkultur behandeln. Und hier spielt die Interaktion zwischen Mikrobiologie und klinisch tätigen Ärzten natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Es darf natürlich nicht irgendwie in einem Befund aufpoppen, den ich abends mal zufällig lese. Hier muss man wirklich zum Telefon greifen und wir brauchen sofort die Informationen, da wachsen Hefepilze in der Blutkultur und das muss umgehend behandelt werden. Wir haben bei uns auf den Intensivstationen mal die Candida-Nachweise in der Blutkultur ausgewertet. Das hat die Frau Schröder von uns auch federführend hier publiziert. Und nur, dass Sie mal so einen Eindruck kriegen, es waren dann knapp 400 Patienten über diesen Zeitraum von 2008 bis 2017. Die Inzidenz lag damit so bei 5 pro 1000 Aufnahmen. Also es ist kein sehr häufiges Krankheitsbild. Das ist einfach das Problem, glaube ich, auch in kleineren Abteilungen. Man sieht solche Infektionen dann eher selten und dadurch wächst aber die Unsicherheit, weil es so viele Unklarheiten gibt bei den Pilzinfektionen. Die Sterblichkeit war aber durchaus relevant, das sehen Sie hier, 28 Tage Sterblichkeit, 47%. Und das ist ja bei der Sepsis auch so, je länger man diese Patienten verfolgt, desto höher ist die Sterberate. Auch nach 3, 5 Jahren zeigt sich hier leider noch eine relevante Zunahme der Sterberate. Und hier waren es schon 60% nach 60 Tagen. Also schon relevante Sterblichkeit bei Candidemie,
Candidemien bei natürlich einem Patientengut eines Universitätsklinikums. Und wir haben dann auch nochmal statistisch uns genau angeguckt, was sind denn Risikofaktoren für das Auftreten eines Todesfalls bei dieser Erkrankung. Das ist natürlich fortgeschrittenes Alter. Das war bei uns auch die Leberzirrhose, ein ganz klarer Risikofaktor auch in der Literatur. Das ist natürlich der septische Schock. Das wissen wir, der Patient mit septischem Schock können natürlich auch gut fungale Co-Infektionen haben. Das ist ein hoher SOFA-Score, das hatten wir vorher auch. Das ist nochmal dieser Candida-Score und das ist ein langer Intensivaufenthalt. Das sind natürlich alles Risikofaktoren, die Sie jetzt nicht überraschen. Und wir haben uns kritisch die Daten angeschaut und wir haben bei unserem Kollektiv auch Patienten gefunden, die nicht adäquat therapiert waren. Das war natürlich auch die Vor-Echinokandin-Ära, muss man sagen. Und Sie sehen hier von den 391 Fällen, waren hier auch durchaus 42 dabei, wo wir gesagt haben, die waren eigentlich nicht adäquat behandelt. Entweder haben sie das falsche Antibiotikum gekriegt, sie haben gar kein Antibiotikum gekriegt, sie haben es zu spät bekommen oder der ZVK ist nicht relativ zeitnah entfernt und gewechselt worden. Und natürlich gibt es immer mal einzelne Gruppen, man muss sich auch mal angucken, einzelne Gründe, meine ich, zum Beispiel Palliativpatienten, die vielleicht noch dann auf der Intensivstation waren. Aber ich kann Ihnen sagen, es gab hier durchaus ganz weniger Patienten, wo es durchaus Kommunikationsprobleme gab zwischen Mikrobiologie und intensivmedizinischem Personal. Und im Nachhinein ist nicht klar, wie es dazu kam, nach dem Motto, ich habe doch mündlich dazu informiert, aber der Befund wurde bei uns nicht umgesetzt. Das sind Einzelfälle. Ich bin mir ganz sicher, dass auch Sie, wenn Sie genug Patienten dann angucken, solche Einzelfälle haben. Und wichtig ist natürlich, wenn man auch so eine Statistik mal bekommt, so eine Auswertung. Insofern bin ich da der Frau Schröder sehr dankbar, um dann wirklich sich nochmal zusammenzusetzen im Team und auch mit den Mikrobiologinnen und Mikrobiologen, was können wir hier verbessern. Ja, hier nochmal eine neue Meta-Analyse, Risikofaktoren für invasive Candida-Infektionen. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus Jena. Herr Bloß ist da auch beteiligt. Und Sie sehen hier auch in dieser Meta-Analyse viele Studien, dass sich immer so die gleichen Risikofaktoren finden. Hier waren es eher die Breitspektrum-Antibiotika, Bluttransfusion, Candida-Kondensation. Ich gehe jetzt nicht überall durch, aber es finden sich eigentlich in diesen Studien immer wieder die gleiche Gruppe an Risikofaktoren. Sie sehen aber, es sind sehr viele und hier ist die Liver Disease, die Leberzirrhose ist hier relativ weit unten und das macht es so schwierig, weil wir natürlich bei einer durchschnittlichen Visite pro Tag viele Patienten sehen, die 5 oder 6 dieser Risikofaktoren haben und es ist natürlich nicht vernünftig, alle mit einem Antibiotikum abzudecken. Hier nochmal eine neuere Studie, ein Journal aus der Lancet-Gruppe. Die Kollegen haben im Rahmen einer multizentrischen französischen Studie einfach mal geguckt bei beatmeten Covid-Patienten, was treten da für Kappa hat sie sicherlich auch schon erreicht, also eine Aspergillose bei Covid-19 und das trat hier bei ca. 15% auf. Bei der Aspergillose haben wir natürlich auch das Problem, wir wissen manchmal nicht genau, ist es wirklich eine gesicherte Aspergillose? Das geht ja eigentlich nur durch die Obduktion oder durch die Histologie oder ist es eine wahrscheinliche Aspergillose oder eine mögliche Aspergillose, aber summa summarum sagen die Autoren hier, circa 15% dieser beatmeten Covid-19-Patienten hatten eine Aspergillose und circa 6% eine Kandemie. Also hier scheint Aspergillus eher eine Rolle zu spielen bei den Covid-19-Patienten. Das sehen wir bei uns ja auch. Deswegen gucken wir da wirklich sehr genau hin. Wir machen aber auch bei Covid-19 keine antimykotische Prophylaxe. Einige wenige Arbeitsgruppen machen das. Aber ich denke, man muss wirklich sehr genau und aggressiv einfach diagnostisch hinschauen. Andere Pilzinfektionen waren eher eine Seltenheit. Erstaunlich fand ich hier die hohe Rate von ventilatorassoziierten Pneumonien bei 73%. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Klassifikation richtig ist. Wir sehen in den großen Studien ja, dass am Anfang eigentlich bakterielle Co-Infektionen kaum vorhanden sind. Bei Langzeitpatienten und auch diese französischen Patienten lagen natürlich Wochen und Monate auf der Intensivstation. Da sehen wir natürlich, dass immer wieder ventilatorassoziierte Tracheobronchitis und Pneumonie auftritt. Und wahrscheinlich rechtfertigt das diese hohe Prozentzahl. Und CMV und Herpes simplex spielen natürlich auch eine Rolle. Da ist immer viel Unsicherheit, ob es sich wirklich um Pneumonien handelt. Auch hier waren natürlich immunsupprimierte Patienten mit inkludiert, auch wenn das nicht die Hauptgruppe darstellte.
Und die Kolleginnen und Kollegen haben das sehr schön nochmal gezeigt, dass die Sterblichkeit hier auch beim Auftreten einer Pilzinfektion, hier mal am Beispiel der Covid-19-assoziierten Aspergillose, natürlich dramatisch zunimmt. Bei der Candidemie waren das jetzt nur 6 Patienten, deswegen gibt es da keine schöne Abbildung. Aber auch hier war die Sterblichkeit erhöht zu den Patienten, die keine Candidemie hatten, 6%, sorry. Aber hier bei der Aspergillose sieht man das sehr, sehr deutlich. Also es ist ein prognostisch negatives Kriterium, der Pilznachweis bei solchen kranken Patienten. Und Herr Bassetti aus Italien hat sich die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, auch sehr verdient gemacht um die Pilzforschung. Und ich weiß, dass viele von Ihnen anästhesiologische Intensivmediziner sind. Und hier wurden nochmal Risk Factors aufgearbeitet in dieser großen europäischen Studie für eine schwere Candida-Infektion, gerade im intraabdominellen Bereich. Und ich zeige Ihnen nur mal jetzt die Key Summary Points, weil die Abbildungen hier nicht so richtig gut darstellbar sind. Also die Kollegen weisen nochmal darauf hin in diesen Key Points, dass natürlich neben den Lungeninfektionen, das ist ja bei der Sepsis einfach so, intraabdominelle Infektionen der zweithäufigste Fokus sind. Wir sagen ja bei der Sepsis, dass circa bei 25% der Sepsispatienten der Fokus im Abdomen liegt. Das gilt für chirurgische, aber auch für internistische Patienten und dass die Mortalität hier zwischen 20 und 50% liegt. Und dass wir bei diesen intraabdominellen Infektionen bei doch circa 10 bis 30% eine Candida-Beteiligung sehen oder eine Candida als Ursache, das ist doch schon relevant. Und die Risikofaktoren, die Sie nochmal klar herausgearbeitet haben, das ist jetzt nicht neu, aber das zeigt nochmal eine Bestätigung der Risikofaktoren, die in den letzten Studien auch der letzten 5 bis 10 Jahre herausgearbeitet wurden, sind vor allem die gastrointestinale Perforation, die Anastomoseninsuffizienz und vorbestehende antibiotische Therapie. Diagnostik bei Candida-Infektionen. Sie werden sich wundern, warum dieses Slide jetzt doch mittlerweile schon 5 Jahre alt ist. Ich habe geguckt und es gibt hier eigentlich wenig Fortschritt. Ich will das kurz erklären. Nachdem wir jetzt gelernt haben, dass gerade Intensivpatienten viele Risikofaktoren mit sich bringen, wäre es natürlich ideal, wenn wir einen Biomarker haben, wenn wir eine Diagnostikmethode haben, wo wir dann wirklich durch einen Test sagen können, okay, dieser Patient hat ein sehr hohes Risiko für eine Candida-Infektion. Idealerweise hat so ein Test natürlich eine hohe Sensitivität und Spezifität. Und das Einzige, was wirklich in den Guidelines empfohlen wird, ist die Blutkultur. Und Sie sehen hier, ich habe es vorhin gesagt, die Sensitivität und Spezifität. Wir haben hier andere Marker, die mittlerweile empfohlen wurden, die früher empfohlen wurden, die teilweise nicht wieder empfohlen werden. Und in den letzten Guidelines, die aber auch schon etwas älter sind, werden sie alle nicht empfohlen, auch nicht in der Surviving Sepsis Campaign. Da hat man sich vor 5 Jahren nochmal zum Beta-Deglucan geäußert. Heute in der aktuellen Version findet sich kein Satz mehr zum Beta-Deglucan. Fangen wir mal vielleicht mit dem Beta-Deglucan an. Das war vor ein paar Jahren ich habe es ja schon gesagt, ein sehr innovativer Marker. Und wir haben ein bisschen auch Power gebraucht, um unsere Mikrobiologen hier zu überzeugen, das relativ schnell einzuführen. Es gab dann auch verschiedene Hersteller. Und wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir mit dem Beta-Deglucan-Test aus Blut, also ein Biomarker, Zellwandbestandteil von Pilzen, frühzeitig wirklich Patienten identifizieren können mit einem hohen Risiko oder natürlich bestehender Pilzinfektionen. Heute muss man sagen, wenn man alle Studien zusammennimmt, haben wir doch gesehen, ein hohes Risiko von falsch positiven Befunden. Wir haben bei einer Candidemie sicherlich so eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 80% Beta-Deglucan, auch sicherlich abhängig vom Cut-off. Aber wir sehen halt ganz, ganz viele falsch positive Befunde. Und insofern ist so die gängige Lehrmeinung auch bei den großen Review-Artikeln und den Guidelines, die jetzt kommen werden, dass man das durchaus benutzen kann, wenn es negativ ist, um wirklich zu sagen, der Patient hat niedriges Risiko oder kein Risiko für eine schwere Candida-Infektion. Wenn es aber positiv ist, dann hilft es einem nicht weiter. Manan und Antimanan hatte man früher in den Leitlinien, also auch Antigene, Candida-Antigene, Pilzwandbestandteile, wird mittlerweile nicht mehr empfohlen. Ich habe heute gerade noch mal mit unserem Mikrobiologen Professor Rode gesprochen und auch der sagt, sie bieten es gar nicht mehr an aufgrund der schlechten Daten und auch die PCR, wenn wir wissen, wir sind kolonisiert,
bringt uns hier nicht weiter und wird auch nicht empfohlen. Und dann gibt es viele neuere Methoden, die sich aber leider auch nicht so durchgesetzt haben, dass man sie empfehlen kann. Insofern sind die beiden Methoden, die wir, glaube ich, wirklich machen müssen, die Blutkultur, das Beta-Glucan in bestimmten Situationen, wir machen das aber mittlerweile sehr zurückhaltend, und vielleicht noch der Candida-Kondensationsindex. Aber wir haben ja eigentlich gelernt, dass die Samplen auch nicht zum Ergebnis führt, auch wenn einige hier wieder umschwenken. Wir machen das nicht mehr, dass wir zweimal die Woche bei allen Patienten Mikrobiologie machen. Aber vielleicht ist das nochmal eine Diskussion, die wir da neu aufflammt. Jetzt möchte ich auch schon auf die verfügbaren Antimykotika eingehen. Lange Zeit, die Älteren erinnern sich, gab es nur wirklich ganz wenige Substanzen, das klassische Amphotericin B, dann das Liposomale, das Flucitosin, das Ancotil und das Fluconazol sind natürlich so die bekanntesten. Und dann kam hier ein ganzer Schub von neuen Substanzen. Das ging los mit dem Caspofungin. Wir haben die Azole, Voriconazol, Posaconazol, Isavuconazol gesehen, die wir vor allem bei Schimmelpilzinfektionen einsetzen. Und dann die weiteren Echinocandine, Anidulafungin und das Mikafungin. Hier hat sich wenig getan. Es sind viele Antimykotika in der Pipeline, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es gibt momentan keins, was jetzt direkt vor der Zulassung steht, aber es werden sicherlich neuere Echinocandine und auch Azole kommen in den nächsten Jahren, und das ist ja auch gut so. Wir können uns, glaube ich, über die Auswahl an Antimykotika hier wirklich nicht beklagen. Eine Frage, die natürlich früher sehr häufig diskutiert wurde: Wir haben jetzt ja gelernt, dass gerade Intensivpatienten ein hohes Risiko haben für die Entwicklung einer Pilzinfektion, wenn die kritisch krank sind. Sollen nicht alle prophylaktisch abgedeckt werden? Und auch hier möchte ich mich für diese ältere Meta-Analyse entschuldigen, aber es gibt keine andere Aussage, außer dass eine generelle Antimykotika-Prophylaxe für Intensivpatienten nicht empfohlen wird, nicht mal für chirurgische Patienten mit Anastomoseninsuffizienz. Es gibt einzelne immunsupprimierte Gruppen, zum Beispiel Patienten nach Transplantation, Lungentransplantation, wo die meisten Zentren, aber auch nicht alle, eine Antimykotika-Prophylaxe machen. Das Gleiche natürlich bei Hochrisiko-onkologischen Patienten, Patienten nach Stammzelltransplantation. Die Stammzelltransplantationspatienten kriegen ja alle eine gewisse antimykotische Prophylaxe. Also die kommen nie auf die Intensivstation ohne Antimykotikum. Insofern stellt sich die Frage nicht. Und wie gesagt, eine generelle Prophylaxe bei Intensivpatienten, da gibt es keine Studien, die das rechtfertigen. Ich habe schon gesagt, es gibt mehrere Leitlinien. Es gibt die amerikanischen Guidelines, die ich Ihnen hier zeige. Es gibt die europäischen infektiologischen Guidelines. Es gibt die PEG-Leitlinien. Und es gibt zum Beispiel auch die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Und ich versuche Ihnen natürlich jetzt so einen Mix zu zeigen. Aber generell sind die Leitlinien jetzt alle schon etwas in die Jahre gekommen. Die werden sicherlich in Kürze nochmal abgedatet und widersprechen sich eigentlich zum Glück nicht. Wir hatten ja früher gerade bei Pilzinfektionen eigentlich standardmäßig das Fluconazol appliziert, und dann kam, wie gesagt, nach Zulassung auch oder durch Zulassung der Echinocandine die Möglichkeit, auch diese einzusetzen. Und vorher gab es natürlich Studien, die gezeigt haben, dass die Echinocandine Vorteile haben im Hinblick auf Nebenwirkungen, im Hinblick auf Interaktionen und auch teilweise im Hinblick auf die Wirksamkeit, gerade bei Non-albicans Erregern. Und insofern war das 2016 so ein bisschen der Wechsel in der Richtung, dass man gesagt hat, ja, gerade bei kranken Patienten ist First-Line-Therapie ein Echinocandin. Starke Empfehlung, hohe Qualität. Es gibt hier keine klare Bevorzugung eines Echinocandins. Wir setzen bei uns im Intensivbereich sowohl Caspofungin als auch Anidulafungin ein. Wir müssen aber natürlich diese Dinge beachten, Loading-Dose und so weiter. Und ich bin sehr froh, dass wir im UKE eine gute Kooperation haben mit unserer Apotheke. Und wir haben 3 Apothekerinnen auf der Intensivstation, die uns täglich hier beraten im Hinblick auf Loading-Dose, Interaktion, richtige Dosierungen. Und da bin ich einfach extrem dankbar, weil bei den Echinocandinen ist das noch halbwegs übersichtlich, aber bei den Azolen wird das sehr, sehr unübersichtlich. Gerade wenn Sie Voriconazol einsetzen wollen bei kritisch kranken Patienten, dann sind die Interaktionen eigentlich durch mich zumindest, nicht mehr zu übersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Fluconazol wurde schon 2016 gesagt, hier in dieser Dosierung nur bei Nicht-Intensivpatienten und geringem Risiko für Fluconazol-Resistenz. Wir setzen das wirklich eigentlich gar nicht mehr ein. Es gibt mal spezielle Erreger, wo die Mikrobiologen sagen, hier würden sie Fluconazol empfehlen. Das sind absolute Ausnahmefälle.
Die Echinokandine haben sich hier breit durchgesetzt und werden ja auch zu 100% refinanziert. Insofern haben wir da gar keine Diskussion mehr um die Kosten. Was aber häufig nicht beachtet wird, neben der adäquaten Dosis und Loading-Dosis bei einigen Echinokandinen, ist die Therapiedauer. Und ganz klar ist, das ist bei Candida-Infektionen so, anders als bei bakteriellen Infektionen, wo wir ja sagen, nach 5 Tagen, wir müssen jetzt mal über das Absetzen reden, wenn der Patient nicht noch schwer septisch ist, dass wir hier 14 Tage nach der letzten positiven Blutkultur noch weiter behandeln sollten. Und da sind sich alle Leitlinien einig. Und dafür müssen wir natürlich Blutkulturen abnehmen. Also wir müssen sicherlich Blut sparen im Intensivbereich. Patient Blood Management ist extrem wichtig. Wir haben ja auch wenig Bluttransfusionen zur Verfügung in Deutschland momentan. Aber bei der Sepsis und bei der Candida-Sepsis dürfen wir, denke ich, nicht sparen. Und hier brauchen wir am Anfang und im Verlauf die Blutkulturen, um den Therapieerfolg überprüfen zu können. Und ein wichtiger Punkt, ich habe es schon angedeutet, ist das Kathetermanagement bei Candidemien. Und die PG, die Paul-Ehrlich-Gesellschaft, sagt ganz klar, und dem würde ich mich anschließen, zentralvenöse Katheter sind immer als Fokus anzusehen und zu entfernen. Das ist natürlich bei schwerkranken Intensivpatienten oft nicht möglich. Dann müssen wir einfach den Katheter wechseln. Und das Gleiche sagt hier die ESCMID und auch die DGHO, die onkologische Fachgesellschaft. Ich denke, das ist relativ klar. Und ich habe Ihnen ja gezeigt, auch bei unserem eigenen Kollektiv über die letzten 10, 15 Jahre, dass wir das leider nicht in jedem Fall umgesetzt haben. Ergänzende Diagnostik, und das ist immer so was, glaube ich, sehr schleppend gemacht wird, ist eine Fundoskopie. Die PEG sagt auch eine Sonographie der Oberbauchorgane. Das machen wir nicht. Und das ist auch die einzige Guideline, die das fordert. Die ESCMID hier empfiehlt ein TE, also ein transösophagales Echo, und die DGHO, weil das Krankheitsbild der hepatorenalen Candidiasis eher bei immunsupprimierte Patienten auftritt, empfiehlt auch einen Ultraschall des Abdomens. Also die Fundoskopie ist eigentlich etwas, was man machen sollte, auch in neuen Artikeln, um auszuschließen, dass der Patient hier eine Endophthalmitis hat durch Hefepilze. Es gibt noch eine neuere Publikation, das muss ich so sagen, das ist die letzte große Konsensuspublikation, die ich gefunden habe von 2019. Also während der Corona-Pandemie ist da wenig passiert an was solche Publikationen angeht. Und hier wollte ich nochmal speziell darauf hinweisen, weil wir gerade hier bei Patienten mit abdominaler Sepsis eigentlich ein ganz gutes Flussschema haben. Allein hier wird die Entscheidung, ob man eine antifungale Therapie macht oder absetzt, am Beta-Deglucan festgemacht. Hier dieser Wert dann, um bei einem negativen Wert das Antimykotikum wieder abzusetzen, oder hier ein hoher Wert, um es dann anzusetzen, oder Watchful Waiting. Und da bin ich sehr skeptisch, weil doch, und das ist von 2019, sich die Erwartungen an das Beta-Deglucan so nicht erfüllt haben. Und wir haben teilgenommen an einer Studie, die Herr Bloss federführend organisiert und konzipiert hat, an der sogenannten deutschen Candisep-Studie. Und hier wurde, die Studie ist abgeschlossen, dieser Biomarker Beta-Deglucan untersucht bei Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem Schock und einem hohen Risiko für invasive Candida-Infektionen. Und die Studie ist abgeschlossen. Und ich muss Herrn Bloß nochmal sehr gratulieren, dass die Intensive Care Medicine angenommen wurde zur Publikation. Ich habe gestern Abend ihn gefragt, ob sie vielleicht zufällig heute publiziert wird. Da hat er gesagt, nein, aber in Kürze. Insofern kann ich Ihnen keine Ergebnisse zeigen. Aber ich denke, diese große Studie wird nochmal dann uns zeigen, ob Beta-Deglucan einen Stellenwert hat. Ich bin da nicht besonders optimistisch. Um das Thema auch nochmal zum Schluss kurz zu verfehlen, ich kann natürlich momentan keinen Vortrag halten, ohne nochmal mindestens 3 Folien zu Covid-19 zu zeigen. Wir haben ja von Herrn Lauterbach gehört, und das ist ja tatsächlich so, dass wir gerade zum Beginn einer Sommerwelle stehen, wobei ich nicht glaube, dass diese Welle sich auf unsere Patienten relevant auswirken wird, wahrscheinlich eher auf unsere Mitarbeiter, indem sie dann ausfallen, weil sie PCR getestet werden. Wir haben was sehr Schönes gemacht, finde ich, neben der S3-Leitlinie. Wir haben ja hier mit vielen Fachgesellschaften diese Leitlinie jetzt zum 8. Mal abgedatet. Aber wir haben uns mit den Kollegen vom RKI, mit dieser Covrin-Gruppe, einfach nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, diese beiden Empfehlungen bringen wir zusammen.
Und wir konzipieren, und das war eine Menge Arbeit, wo ich sicherlich am wenigsten beigetragen habe, wir konzipieren so ein Online-Tool und Sie finden unter dieser E-Mail-Adresse, wenn Sie das bei DGN googeln, dieses Tool, was von diesen 4 Fachgesellschaften und der Covering-Gruppe, wie gesagt, konzipiert wurde, aber auch von allen weiteren Fachgesellschaften, die an der Leitlinie beteiligt waren. Ein Online-Tool, wo Sie wirklich dann auch Patientenfälle eingeben können im Sinne von, der Patient ist so und so, hat die Charakteristika, wird eine antivirale oder eine andere Therapie empfohlen. Und wir haben auch aktuelle Empfehlungen zu den einzelnen Medikamenten, weil es ja doch momentan sehr unübersichtlich wird, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Also das kann ich Ihnen nur empfehlen und vielleicht kommt ja doch nochmal eine Welle, wo doch mehr Patienten auf die Intensivstation kommen, die auch kritisch krank sind und dann können wir es, glaube ich, gut gebrauchen und ich finde es toll, dass die Fachgesellschaften und die Covering-Gruppe hier so gut zusammengearbeitet haben. Letzte Folie. Ich bin ja auch auf Twitter seit der Pandemie. Das bringt mir immer viel Kritik von älteren Kolleginnen und Kollegen, die Twitter ja doch ablehnen. Die junge Generation ist da ein bisschen aufgeschlossener, auch wenn Herr Trump und Herr Musk natürlich sehr kritisch zu betrachten sind, gerade auf Twitter. Aber es ist ein sehr schnelles Medium und wenn Sie auf Twitter sind, dann mögen Sie vielleicht mir auch folgen oder ich Ihnen. Und das war, glaube ich, schon die Studie hier noch als Preprint, die doch eine Änderung der Situation herbeigebracht hat. Das war nämlich einfach hier der Übergang von Delta zu Omikron und auch bei BA4, BA5 wissen wir, die führen nicht so häufig zu schweren Verläufen. Und insofern ist die Belastung momentan durch schwerkranke Covid-19-Patienten ja noch sehr moderat. Wir haben heute ca. 600 Patienten mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen. Davon sind so 280 beatmet. Also wir hatten mal über 5.600 Intensivpatienten. Also insofern ist die Belastung, was das jetzt angeht, diese reine Krankheitsschwere, momentan noch sehr gering. Aber wir wissen natürlich alle nicht, wie es im Herbst weitergeht. Das war's. Ich freue mich auf die Diskussion und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kluge. Jawohl. Die Zeit reicht hoffentlich noch aus, dass wir die eine oder andere Frage stellen können. Ich musste auch gleich mal mit anfangen. Der unverzügliche Therapiestart, der ja auch bei der bakteriellen Sepsis nochmal wieder unterstrichen wurde, bei den Pilzen genauso oder zumindest etwas, mit etwas mehr Zeit. Bei den Akutaufnahmen, die wir auf der Intensivstation haben, kriegt man ja praktisch kaum die Entscheidung richtig raus. Ist es ein Risiko, was hoch ist, was niedrig ist? Wie handhaben Sie das bei sich? Sie haben ja dann den Überblick über doch mehrere Intensivstationen und haben verschiedenes Krankengut da. Gerade für uns jetzt beispielsweise die chirurgischen Patienten, die setzen uns dann doch wieder ein bisschen unter Druck. Wann fangen wir damit an? Ja, das diskutieren wir hier auch kontrovers. Also man könnte natürlich sagen, jetzt kommt jemand kritisch krank im septischen Schock, wir geben ein Echinokardin und setzen das dann wieder ab nach 2 Tagen, wenn die Befunde negativ sind. Aber in der Praxis passiert das dann natürlich oft nicht. Wir wissen, dass auch bei schwersten Candida-Infektionen die Blutkulturen nur in 50% positiv sind, so im Schnitt. Damit kann man schon mal argumentieren, das dann zu belassen. Das Beta-Deglucan bei so ganz kritisch Kranken ist dann oft falsch positiv oder positiv. Wir wissen nicht warum. Also wir haben dann nicht so richtig den Punkt, wo wir sagen können, jetzt können wir es absetzen. Das ist ja einfach diese Unsicherheit. Insofern bei High-Risk-Patienten geben wir es, aber ich gebe zu, wir diskutieren teilweise Einzelfälle und es ist immer ein bisschen abhängig davon auch, welcher Oberarzt tätig ist. Aber die Risikofaktoren haben wir gesehen. Wenn mehrere Risikofaktoren zusammenkommen, dann geben wir es schon. Ich glaube, bei der ganz frischen Perforation, bei Patienten, denen es gut geht, da können wir uns eher zurückhalten. Aber bei diesen Patienten, die lange im Krankenhaus sind, vielleicht schon von der Intensivstation verlegt wurden, wieder zurückkommen, Kondensationsindex positiv, vielleicht noch eine Begleiterkrankung, schwere Nieren- oder Leberinsuffizienz, da kann man natürlich die schon zumindest abdecken. Aber das ist eine der schwierigsten Fragen, muss ich sagen. Ja, zu Recht haben Sie ja nochmal auf die Bedeutung der Blutkulturen hingewiesen. Leider sind die ja in den neuen Sepsisleitlinien nicht mehr so ganz explizit genannt, aber deshalb nochmal ganz wichtig, dass man es hier nochmal darstellt. Ich war ja eigentlich auch ganz hoffnungsvoll, was das Beta-Deglucan anbetrifft. Und wir hatten uns an der Studie beteiligt. Und ich hatte eigentlich bei den abdominalchirurgischen Patienten den Eindruck, das funktioniert eigentlich so gar nicht so schlecht und bin so ein bisschen enttäuscht. Naja, vielleicht können wir vielleicht mit der nächsten Frage, die ich im Chat sehe, weitermachen.
PCT zur Differenzierung einer bakteriellen versus Pilzinfektion beziehungsweise als Entscheidungshilfe für oder gegen eine antimykotische Therapie. Das ist ja schon seit einigen Jahren so ein bisschen im Gespräch. Also ich löse immer Depressionen aus mit solchen Antworten, aber wird nicht empfohlen, das PCT zu betrachten. Es wird ja nicht mal bei der bakteriellen Sepsis empfohlen. Also in der Sepsis-Guideline steht, wenn Sie den klinischen Verdacht haben auf einen septischen Schock, dann sollten Sie ihn so behandeln, unabhängig wie der PCT-Wert ist. Und genauso ist es bei Pilzinfektionen. Natürlich gibt es da schöne Studien, dass man rausgearbeitet hat, dass der PCT-Wert je nach Erreger auch ein bisschen different ist, aber es hilft nicht bei der Therapieentscheidung. Und in den Guidelines, es gibt keine Guideline, wo das irgendwie empfohlen wird. Wir wissen ja auch, dass wir gerade in der Frühphase auch noch negatives PCT sehen können, auch wenn das wenige Patienten sind. Ich möchte Ihnen was anderes sagen, aber ich kann es nicht tun. Insofern diese Entscheidung, wann geben wir wirklich eine antibiotische Therapie, die bleibt oft unsicher. Man kann natürlich sagen jetzt, und die Folien habe ich nicht gezeigt, die Echinokandine haben wirklich ein geringes Nebenwirkungspotenzial. Die haben wenige Interaktionen, ganz wenige und sind gut verträglich und sie werden refinanziert, das muss man auch mal sagen. Insofern finde ich es nicht schlimm, wenn man es bei so kritisch kranken Patienten dann auch mal einfach einsetzt. Ja, danke. Ich habe hier noch eine Frage, die sich auf die Candida-Infektion ZVK entfernen. Wie steht es mit im Blutstrom befindlichen Cardiac Devices? Ja, der ZVK ist natürlich in den meisten Studien untersucht. Also klar ist, Candida-Nachweis im Blut, ZVK muss wirklich raus, es sei denn, Sie haben den in der Minute frisch gestochen. Cardiac Devices sind natürlich nicht gut untersucht, aber es geht natürlich um diese Biofilmbildung. Wenn wir natürlich Patienten haben, die immer wieder positive Blutkulturen behalten, und die haben jetzt einen Schrittmacher zum Beispiel, dann muss man natürlich schon diskutieren, ob da der Schrittmacher, die Kabel nicht rauskommt. Ja, es fällt einem immer schwer, je größer der Aufwand war für den Operateur, solche Devices zu implantieren. Ich würde es, glaube ich, bei einer positiven Blutkultur nicht machen. Wie gesagt, da gibt es keine Leitlinienempfehlungen, keine guten Studien. Aber gerade bei den Patienten, die nicht clearen, da muss man natürlich daran denken. Ja, danke. Ich habe dann eine Frage noch mal zu den Candida-Pneumonien. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren ungefähr, da haben wir doch relativ viele Sektionsfälle mit unseren Pathologen besprechen können. Und ganz, ganz häufig hat unser Pathologe damals uns infiltrierte Lungen oder infiltriertes Lungengewebe mit Candida gezeigt, sodass wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, das passiert fast bei jedem zweiten. Das scheint aber offensichtlich wirklich nicht das Problem zu sein, so wie Sie gesagt haben. Und außerdem ist das offensichtlich im Moment auch so ein bisschen studienmäßig belegt, ja? Ja, also die Pathologen sind ja auch eine Gruppe für sich und sprechen noch teilweise die Älteren in einer eigenen Sprache. Ich darf das so sagen. Kann obduktionstechnisch nachgewiesene Candida-Pneumonien gibt es eigentlich nicht. Ich kann auch noch mal sagen, wir haben ja hier unser Professor Püschel, der mittlerweile emeritierte Professor für Rechtsmedizin hier in Hamburg, der hat ja die ersten 600 Covid-19-Patienten alle obduziert. Das ist ja sagenhaft. Und wir haben die Daten ja auch publiziert, und wir durften teilweise mitmachen. Und ich erinnere mich auch bei diesen wirklich kritisch kranken Covid-Patienten, ich habe Ihnen eben gezeigt, dass die durchaus Pilzinfektionen haben, an keinen einzigen Fall einer Candida-Pneumonie. Und das bei bei 600 Patienten. Also das ist wirklich nichts, was es gibt. Aber es gibt natürlich Fälle, und die in der Obduktion oder die uns entgehen, weil wir nicht obduzieren. Das muss man ganz klar sagen. Auch Aspergillus-Infektionen, und die findet man dann, Aspergillus natürlich in der Lunge definitiv, ganz anders als Candida, oder dann auch schwere Hefepilzinfektionen im Bauchraum bei chirurgischen, aber auch bei internistischen Patienten. Ja, danke. Letzte Frage von mir, keine weiteren im Chat im Moment. Nochmal die Frage nach dem nach der Behandlungsnotwendigkeit von Candida-Nachweis im Abdomen, wenn also eine Perforation stattgefunden hat, der Chirurg operiert das Leck, spült den Bauch richtig aus. Natürlich sind dann verschiedene Sachen, die man dann nachweist. Besteht die Indikation zur Therapie oder wie handhaben Sie das? Ja, also die Literatur sagt eigentlich, also wenn ich in der Frühphase einen kritisch kranken Patienten habe mit einer abdominellen Sepsis und ich habe dann wirklich frühe Hefepilznachweise, zum Beispiel aus Drainagen,
dann sollte ich es eher behandeln. Wenn ich aus so einer alten Drainage, und das kennen Sie ja wahrscheinlich tagtäglich, dass ein Patient da liegt und hat am Tag 5 macht irgendwie eine Pflegekraft Mikrobiologie aus der Drainage, aus dem Sekret, und ich weise da Hefepilze nach, dann sollte das keinen Einfluss haben, weil die dann kolonisiert sind. Aber in der Frühphase spielt der Nachweis durchaus eine Rolle. Sicherlich wird es da auch Patienten geben, die man dann übertherapiert, aber das ist halt diese Unsicherheit, und dann würde ich schon dazu tendieren, je kränker der Patient ist. Und dann mit dem Echinokandin von vorn bis hinten, und das Diflucan hat auch bei Ihnen fast keine Bedeutung So mehr. ist das. Also früher habe ich mich noch dagegen gewehrt, weil da die Echinokandine auch nicht refinanziert waren. Und dann ist das natürlich schon ein riesiger Kostenunterschied, weil die Echinokandine ja Tagestherapiekosten haben von 300 bis 400 Euro. Mittlerweile sind die ja teilweise schon freigegeben, denke ich. Und die Kosten spielen wirklich keine Rolle mehr mit Refinanzierung und Ende des Patentschutzes. Professor Kluge, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß, Sie müssen jetzt weiter, deshalb, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr da sind, ansonsten können wir die noch nachreichen, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass Sie da waren. Okay, ich danke für die Einladung, muss mich entschuldigen, dass ich schon weiterziehen muss, auch vor allem bei Herrn Uhle. Vielen Dank. Danke, dann sind wir jetzt gespannt auf den Vortrag von Herrn Dr. Uhle. Herr Uhle hat sich als Biologe bereits viele Jahre sehr intensiv mit der Pathophysiologie und der Diagnostik der Sepsis beschäftigt und arbeitet auch in verschiedenen Arbeitsgruppen am Uniklinikum in Heidelberg. Ich habe vor einigen Jahren einen sehr schönen Vortrag von ihm gehört und habe mich da auch, sagen wir mal, inspirieren lassen von einem Dia. Herr Uhle, in den vergangenen Jahren sind ja Hunderte, wenn man so will, Biomarker untersucht worden. Wir haben es gerade auch mit dem Beta-Deglucan gehört. Keiner so richtig optimal zur Sepsisdiagnostik und Therapiesteuerung geeignet. Am ehesten noch das PCT. Gibt es Grund zur Hoffnung, dass mRNA-Signaturen als Biomarker uns bald deutliche Verbesserungen bringen werden? Ich glaube schon, ich bin gläubig, was das angeht. Ich hoffe, ich kann Sie da überzeugen. Das ist teilweise schon verfügbar, und ich möchte Ihnen heute eben einen kleinen Überblick geben. Also vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Dr. Kuhn. Es freut mich, hier sprechen zu dürfen. Ich bin ein absoluter Fan des Sepsis-Dialogs und der Sepsis-Akademie. Versuche da auch immer beizuwohnen, weil man unglaublich viel lernen kann. Herr Professor Kluge hat es gesagt, man muss immer die Conflicts of Interest sagen. Ich bin in einer akademischen Rolle hier. Ich möchte mit Ihnen über die Wissenschaft reden. Ich habe aber sozusagen einen statischen Conflict of Interest. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Firma, die sich in diesem Bereich beschäftigt und mit dem auseinandersetzt. Immer wenn Sie dieses kleine Schild auf einer Folie sehen, dann spreche ich über eine Signatur oder ich spreche über eine Publikation, die in irgendeiner Form Grundlage dessen ist, was die Firma tut oder damit verbunden ist. Also achten Sie darauf. Ansonsten gilt, alles, was ich sage, sind meine eigenen Meinungen. Ich bin hier als Wissenschaftler, wir können hier gerne kontrovers diskutieren. Ich möchte Ihnen einen komplett neutralen Überblick geben über das, was es gibt am Markt, und nicht jetzt eine spezifische Signatur hervorheben. Gehen wir direkt in Medias Res. Der Fahrplan für heute. Ganz kurzer Überblick, Biomarker. Herr Dr. Kuhn hat es gesagt, viele hundert gibt es und Sie wissen genau, was Sie in der Klinik einsetzen. Das sind immer die üblichen Verdächtigen. Ich will ganz kurz mal eingehen, was ist das Transkriptom überhaupt? Wovon reden wir, wenn wir mRNA sagen? Und dann eben direkt reingehen in, was gibt es denn eigentlich? Und da müssen wir unterscheiden, tatsächlich, was ist die klinische Fragestellung dahinter? Wir können nicht sagen, wir wollen die eierlegende Wollmilchsau. Das funktioniert bei Proteinbiomarkern genauso wenig wie für mRNA-Biomarker. Wir müssen wissen, was wir wissen wollen. Und dann können wir den Marker nutzen für die Entscheidungsfindung in der Klinik. Im Februar war es, da hat Professor Welte aus Hannover, der ja als einziger Deutscher in der Leitlinie in der internationalen mitsitzt, auf eine Frage, was man denn nutzen kann für die Sekundärinfektion bei Covid-Patienten, gesagt, naja, insgesamt muss man sagen, die Biomarkerentwicklung ist ein bisschen eine Enttäuschung. Und alle Biomarker, wie wir haben Vor- und Nachteile, und so viel besser als CRP ist nichts. Mit CRP plus Klinik kommt man gar nicht so schlecht hin. Das klingt alles gar nicht so schön. Und ich muss aber leider sagen, und einfach der
die Realität lehrt uns das, ja. Das ist die Wahrheit. Wir wissen, dass einfach viele Biomarker irgendwann mal aufpoppen in der Publikation, aber einfach nie den Weg in den klinischen Alltag finden. Ein Aspekt, den ich hier sagen muss, und das möchte ich hier schon unterstreichen, es geht immer um das Plus Klinik. Ein Biomarker steht nie allein. Es geht immer um das klinische Bild plus die Information des Biomarkers, das dann in eine Entscheidung überführt wird. Niemals der Biomarker alleine. Und woran liegt das? Also was ist denn das Problem? Und man bezeichnet das manchmal auch als Tal des Todes. Wir haben diese hunderte Biomarker und Jean-Louis Visson aus Brüssel hat es mal mit seiner Gruppe untersucht. 2010 waren es 178 Biomarker, die publiziert waren und 2020 waren es schon 258 Biomarker. Und das ist, ich nenne es gerne die akademische Flut. Wir kennen das alle und ich war 13 Jahre am Uniklinikum Heidelberg und davor am Uniklinikum Gießen tätig als Wissenschaftler. Wir finden was, wir publizieren es, aber wir haben nicht unbedingt die Intention, das in den klinischen Nutzen zu überführen. Wir haben nicht die Intention dazu, daraus einen Biomarker zu machen und ein diagnostisches Werkzeug. Und das verfälscht natürlich. Also es suggeriert, dass wir so viele hunderte Möglichkeiten haben, die wir nutzen könnten. Und das ist in der Tat gar nicht wahr. Nur ganz wenige sind einfach wirklich als akkreditierte, zertifizierte Assays verfügbar. Und wenn Sie die Keywords anschauen, das ist sozusagen der kleine Seitenhieb auf die vielen hundert akademischen Biomarker. Die Keywords sind Procalcitonin und C-reaktives Protein. Das einfach, was in der Klinik seit vielen Dekaden irgendwie verfügbar ist und teilweise genutzt wird. Und alles andere taucht nicht in den Keywords auf. Und es ist aber natürlich eine vortreffliche Diagnose, vortreffliche Diskussion, die geführt wird. Brauchen wir es? Brauchen wir es nicht? Überdiagnostizieren wir, unterdiagnostizieren wir? Und das hat oft eine emotionale Komponente. Und vielleicht haben Sie es gesehen. Es gab 2019, 2020 diesen Schlagabtausch der Giganten. Auf der einen Seite Mervyn Singer und Kollegen aus UK, die gesagt haben, naja, Sepsis, das ist eine Hysterie, wir überkodieren, wir blähen die Fälle auf, das ist gar nicht so, wie sich das darstellt, wir müssen unsere Erwartungen anpassen. Und auf der anderen Seite aber ganz klar die anderen Giganten, darunter Konrad Reinhardt, der gesagt hat, naja, müssen wir aufpassen. Das hat nichts mit Hysterie zu tun, sondern es sind Fakten, wissenschaftliche Fakten, dass wir immer noch ein zunehmendes Problem haben im Bereich der Sepsis, in der Identifikation, als auch einfach in der Kodierung. Und das wurde unterstützt von einer pädiatrischen Arbeitsgruppe oder von einer pädiatrischen Autorengruppe. Ich möchte Ihnen zu dem Thema, wie gut sind wir denn in der Früherkennung der Sepsis, ein Beispiel zeigen. Und das ist ein Paper von 2015, das wird immer gern zitiert, wenn es wie septisch sind Patienten mit Sepsis denn wirklich, wenn man sie sieht bei Aufnahme auf die Intensivstation. Und Sie sehen, es sind mehr als 2.500 Patienten, die untersucht wurden. Und die wurden der sogenannten retrospektiven Fallbeurteilung unterzogen. Das bedeutet, 2 bis 3 Ärzte haben sich jeden einzelnen Fall angeschaut in akribischer Kleinarbeit, haben alles berücksichtigt, was einfach in diesen Fällen verfügbar war als Datengrundlage. Und was das Ergebnis ist, das sehen Sie hier. 13% dieser Patienten, die mit Sepsisverdacht aufgenommen wurden, haben keinen Infekt, retrospektiv betrachtet. Und bei 30% ist es nur ein möglicher Infekt. Also sagen wir mal irgendwo zwischen 13 und 43% der Patienten, die unter dem Deckmantel der Sepsis aufgenommen werden, haben keine Sepsis. Das Gute daran ist, es gibt keine Assoziation mit dem Überleben. Das bedeutet, wenn die Patienten unter Sepsis aufgenommen wurden, dann ist das nicht schlecht, wenn sie eigentlich gar keine Sepsis hatten. Und das liegt einfach an Ihnen, an den Behandlern. Denn Sie therapieren ja nicht die Sepsis per se, sondern Sie therapieren das, was Sie sehen. Und wenn der Patient ein kardiovaskuläres Problem hat, dann therapieren Sie das Problem, ob das jetzt im Sepsis-Kontext auftritt oder nicht. Also was uns dieses Paper sagt, es gibt kein Risiko unmittelbar, was damit verbunden ist für den individuellen Patienten offenbar. Aber es gibt natürlich enormen Raum für diagnostische Verbesserung, weil man den Patienten natürlich auch Dinge ersparen kann, die nicht notwendig sind. Und wenn man ein bisschen übergeordnet schaut, nicht über den einzelnen Patienten redet, sondern in die Gesellschaft reinschaut, dann wollen wir natürlich diese Überexposition von Antibiotika verhindern.
So, gehen wir in die Biomarker. Das ist so ein Bild, das sehen Sie sehr häufig, aber mir ist es sehr wichtig und mir liegt das sehr am Herzen. Biomarker sind Werkzeuge und Sie müssen das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatzzweck auswählen. Sie können zum Beispiel auch ein Auto nicht dafür haftbar machen oder ein Auto und sagen, es ist nicht gut, nur weil es nicht fliegen kann. Das ist einfach nicht der Einsatzzweck eines Autos, in der Luft zu sein. Und genauso ist es mit einem Biomarker. Wir müssen eine klinische Fragestellung definieren, wann wir den Biomarker einsetzen. Zum Beispiel ganz profan, leidet mein Patient an einer Sepsis. Dann ist aber die Frage auch, was ist, wenn der Biomarker negativ ist? Was kann es dann sein? Die Erwartung, die wir haben, die muss klar sein. Also was ist der Leistungsanspruch? Und der muss natürlich realistisch sein. Wir reden oft von Sensitivitäten und Spezifitäten, aber ist das eigentlich das, was Sie wollen? Ich erlaube mir später einen kurzen statistischen Exkurs. Das Ganze muss in die klinische Entscheidung integriert sein und es muss eine Konsequenz haben. Wir wissen alle, Sepsis ist eine Infektion, die eine dysregulierte Wirtsantwort auslöst, die so stark oder so dysreguliert ist, dass es am Ende zu einer Organdysfunktion kommt. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Das sind dieser Dreiklang, um den es geht. Und wenn wir das mal aufdröseln und ein bisschen detaillierter uns anschauen, dann zeigt sich dieses Räderwerk. Und Sie sehen gerade diese dysregulierte Immunreaktion, die sich in der Mitte abzeichnet, dieses Räderwerk, diese Maschinerie, besteht aus ganz vielen verschiedenen Einzelfacetten wie Mikro-Makrozirkulation, Gerinnung, autonome Dysfunktion etc. pp. Dieser grüne Bereich, alle Diagnostika, die sich hier tummeln, kann man unter Host-Response-Diagnostik zusammenfassen. Da gibt es keinen wirklich griffigen deutschen Begriff, aber es ist sozusagen das alles, was in irgendeiner Form Informationen über die Wirtsantwort vermittelt. Und Sie sehen, das ist gar nichts Neues. Schauen Sie sich die Biomarker an, die ich hier mal beispielhaft draufgeworfen habe, die mir ihre Herzfrequenzvariabilität, Cortisolactat, das haben Sie per se verfügbar in der Klinik. Und hier oben natürlich C-reaktives Protein und so weiter. Was wir eigentlich wollen ist, wir wollen aus dem Biomarker, den wir messen, Rückschlüsse daraus ziehen, ob das Ganze eine infektiöse Ursache hat oder ob es eine andere Ätiologie ist, warum ein Patient krank ist. Und ganz wichtig, es gibt keinen Sepsis-Biomarker. Denn Sepsis ist dieser Dreiklang. Wir müssen wissen, was wir messen wollen, dann können wir auch einen Biomarker einsetzen. Und wir, wie gesagt, wir können keinen Biomarker für etwas haftbar machen, für was er einfach nicht geeignet oder evaluiert wurde. Lassen Sie uns ganz kurz mal zurückgehen. Wir reden ja von mRNA-Signaturen, beziehungsweise wollen jetzt darauf eingehen. Da müssen wir ganz kurz in diese zelluläre Ebene eintauchen. Sie sehen hier beispielhaft eine Immunzelle, eine Monozyte. Und wenn ein Bakterium auftritt, kann auch ein Virus sein oder kann einfach auch eine sterile Aktivierung sein durch Gewebezerstörung, wie sie im Rahmen von einem operativen Eingriff stattfindet. Dann nimmt die Zelle das wahr. Es gibt eine Signalweitergabe in den Zellkern und im Zellkern passiert das, dass die Genexpression sich ändert. Und diese Genexpression führt zur Proteinneubildung und das führt zu einer veränderten zellulären Funktion. Und bestimmte Proteine, die wir alle kennen, Zytokine, Chemokine, Akutphaseproteine, werden ausgeschüttet aus der Zelle und haben Fernwirkung. Das bedeutet, nicht nur die einzelne Zelle aktiviert sich, sondern eben auch verschiedene andere Zellen. Und das ist dieser Schneeballeffekt. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, die kleinste Einheit, wo das Ganze losgeht, ist tatsächlich die Zelle. Und die RNA-Veränderung in einer Zelle ist maßgeblich ausgelöst dessen, was die Zelle sieht und ist deshalb eine sehr valide Informationsquelle tatsächlich, was die Zelle einfach gesehen hat. Und wenn wir uns ein paar Grundannahmen einfach vor Augen führen, das Immunsystem, wir glauben immer oder wir versimplifizieren sehr gerne und sprechen von Antikörpern und sprechen von humoralen Faktoren. Aber tatsächlich, die Immunantwort ist immer eine zelluläre Antwort. Die Zellen des Immunsystems sind zentrale Bestandteile der Reaktion. Jede Aktivierung, jeder Prozess, jede funktionelle Veränderung bedeutet, dass es eine veränderte Genexpression der Immunzellen gibt.
Und das ist ein sehr früher Prozess. Es beginnt immer mit einer Zelle, die etwas erkennt, lange bevor Akutphaseproteine aus der Leber oder anderen Geweben ausgeschüttet werden. Immunzellen sind überall verstreut im Körper und das ist der riesige Vorteil bei den Immunzellen. Stellen Sie sich es einfach als delokalisiertes Sensorsystem vor. Überall im Körper sitzen Immunzellen und warten nur darauf, dass was passiert. Und wenn was passiert, dann migrieren die Immunzellen sehr oft aus dem Ort des Geschehens in den Blutstrom oder in die Lymphbahn und verschleppen somit die Signale. Die Signale, die Aktivierungssignale werden somit messbar, weil sie im Blutstrom plötzlich auftauchen. Und das ist für uns natürlich, wenn wir das als Diagnostikum einsetzen wollen, von einem enormen Vorteil, weil alle anderen Kompartimente des Körpers natürlich schwierig zu beproben sind. Wichtig, bakterielle und virale Infektionen lösen distinkte Reaktionen aus. Und die Immunantwort auf eine bakterielle Infektion ist ähnlich einer sterilen Entzündungsreaktion. Das ist das, was wir jeden Tag sehen. Postoperative Patienten haben einen CRP-Anstieg, der über eine ganze Weile anhält und dann irgendwann wieder absinkt. Also macht die konventionellen Biomarker schwierig in bestimmten klinischen Kontext für eine adäquate Nutzung. Wenn man auf mRNA-Ebene schaut, dann ist das genau das Gleiche. Aber nicht 100%. Es gibt Nuancen und es gibt Herangehensweisen, genau diese Nuancen hervorzuheben und eben dann diagnostisch nutzbar zu machen. Das Transkriptom des Vollblutes, das um hier zu verdeutlichen, wir sprechen vom gesamten zellulären Kompartiment. Also wenn Sie eine Blutprobe nehmen und Sie isolieren daraus die RNA, dann sprechen wir nicht davon, dass Sie die RNA einer bestimmten Zellgruppe isolieren. Nein, Sie isolieren tatsächlich die RNA aller Leukozyten und das ist nur mal sehr, sehr oberflächlich, die Leukozyten-Subpopulation dargelegt. Viele Neutrophile, NK, B, T-Zellen, ein paar Monozyten. Tatsächlich haben auch Thrombozyten RNA in sich. Lediglich die Erythrozyten haben in einem ausgereiften Stadium keine RNA mehr. Also Sie bekommen ein ganz schönes Potpourri an RNAs, das sich aus verschiedenen Zelltypen speist, das sich in Zusammensetzung durch den funktionellen Zustand der Zellen im Blut verändert und beeinflusst und natürlich auch durch die Frequenz der bestimmten Leukozyten im Blut verändert wird. Und wie viele RNAs haben wir in der Zelle? Wie viele mRNAs? Das sind ungefähr 30.000. Und Sie können das im Prinzip sehen als 30.000 Biomarker, die Sie per se haben. 30.000 Datenpunkte, von denen Sie anfangen können, die Signaturen zu selektieren, die für Ihre Fragestellung relevant ist. Wie geht das überhaupt? Da gibt es zwei Möglichkeiten technisch. Das ist einmal die Microarrays. Die waren so um die Jahrtausendwende populär. Da wurde im Prinzip alles auf die Microarrays gepackt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Es gibt unglaublich viele Datensätze in diesem Bereich, auch öffentlich zugänglich. Und auf der anderen Seite, das ist seit 10 Jahren, 12 Jahren, kommt das auf und wird mit einer unglaublichen Geschwindigkeit weiterentwickeln. Das ist das sogenannte Next Generation Sequencing. Und Ihnen mal begreifbar zu machen, mit welchen Datenfluten wir arbeiten und was wir heute können. Ein Microarray misst ein Transkriptom innerhalb von 24 Stunden und die Top-Edge-Sequencer messen 400 Transkriptome in 44 Stunden. Also wir haben gigantische Datenmengen, die einfach zur Verfügung stehen, um eben diese neuartigen Werkzeuge zu entwickeln. Wie entwickelt man? Ich möchte Ihnen das ganz kurz schematisch mal umreißen. Also wir gehen von diesen 30.000 Datenpunkten aus. Das sind unglaublich viele Datenpunkte. Und wir müssen eine algorithmusbasierte Discovery machen. Wir können nicht als Menschen uns vor eine Excel-Tabelle setzen mit 30.000 Zeilen und dann sagen, ach schau mal, das sieht gut aus und den nehmen wir noch dazu. Das funktioniert so nicht. Also hier müssen Algorithmen ran. Das sind oftmals Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Das ist nichts, was man machen kann, weil man da mal Lust drauf hat. Das ist eine Arbeit für Profis, wie die restliche Intensivmedizin auch. Dieser Discovery-Ansatz führt dann dazu, dass Sie eine kleine Signatur bekommen, zwischen, sagen wir mal, 2 und 100 Transkripte. Dazwischen ist, dass Sie wissen müssen, was Sie überhaupt untersuchen wollen. Und das ist mal hier ein ganz profaner Vergleich.
Vielleicht interessiert es Sie, inwieweit eine bestimmte Signatur eine Infektion von einer Nicht-Infektion unterscheidet. Klingt total profan, aber je relevanter Sie diese Gruppe, dieses Pärchen bilden, desto größer ist das Potenzial, dass diese Signatur einfach hinten raus auch eine klinische Anwendung findet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie jetzt eine Gruppe von Sepsispatienten vergleichen gegen eine Gruppe von Probanden, gesunde Probanden, dann sehen Sie natürlich unglaublich starke Unterschiede in der Genexpression. Aber ist das klinisch relevant für Sie? Nein, ein gesunder Patient, ein gesunder Proband sieht einfach nicht aus wie ein Patient mit Sepsis. Aber was wäre zum Beispiel relevant? Ein Patient, der in den kritischen Zustand kommt, der einfach aufgrund einer nicht infektiösen Ursache ausgelöst wird, Blutungsereignis, Pankreatitis, wie auch immer, zu vergleichen mit Patienten, die einen kritischen Zustand haben, der infektionsbedingt ausgelöst wird. Also das sind die Vergleiche, mit denen Sie beginnen müssen, damit es erfolgreich hinten auch Signaturen gibt, die sinnhafte Informationen transportieren für den Behandler. Und das ist nicht das Ende. Wenn Sie das gemacht haben, dann müssen Sie das validieren und technisch umsetzen. Die Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe, Microarray und Next Generation Sequencing, das funktioniert nicht am Point of Care und das funktioniert eigentlich auch nicht in den meisten Zentrallaboren. Dazu brauchen Sie dann eine Umsetzung dieser Signaturen auf Technologien wie PCR. Und das Wichtigste, ich möchte es nochmal betonen, ist die Validierung. Sie müssen viele prospektive Studien durchführen, um sicherzugehen, dass diese Signatur tatsächlich diese Charakteristik hat, die Sie gerne wünschen. Und wenn das in irgendeiner Validierungsinstanz nicht funktioniert, dann haben Sie diesen riesigen Vorteil, dass Sie Iterationen durchführen können. Sie können zurückgehen auf die initiale Signatur. Sie können verschiedene Gene austauschen und Sie können diese Validierungszyklen wieder neu durchlaufen. Und das Ziel ist, dass Sie am Ende wirklich diese Signatur, diese diagnostische Signatur bekommen, und die wird interpretiert und wird dann in ein klinisches Ergebnis verpackt. Das Thema klinisches Ergebnis, das möchte ich hier auch schon sagen, diese Signaturen haben andere Arten, wie sie das Ergebnis zur Verfügung stellen. Und das wird ein Umdenken erfordern für alle, die diese Werkzeuge einsetzen. 2015 war tatsächlich das Geburtsjahr dieser mRNA-Signaturen und ich habe hier mal so einen Baum gezeigt. Sie sehen die Einzelanalyte links, die Sie alle nutzen jeden Tag. Und wie nutzen Sie die? Die nutzen Sie in der Regel anhand von Referenz- und Normwerten, die Sie aus dem Zentrallabor zurückgespiegelt bekommen. Und die interpretieren Sie zu hoch, dann ist das ein Informationsbestandteil, den Sie in den Fall einordnen. Manchmal kann es auch sein, dass es zu niedrig ist. Aber immer wichtig, es gibt diesen Normwertbereich einer gesunden Kohorte. Anders ist es tatsächlich bei diesen Signaturen und ich möchte Ihnen hier, um das ganze Bild einfach zu geben, es kommen auch proteinbasierte Signaturen auf. Sie sehen hier eine Kombinationssignatur aus CRP, IP10 und Trail ist momentan auf den Markt gekommen. Es gibt ein Testsystem für CRP und Myxoprotein A. Wir wollen uns über diese mRNA-basierten Signaturen heute unterhalten. Wie gesagt, allen gemein ist, dass sie nicht über Referenz- und Normwerte arbeiten, sondern über sogenannte Interpretationsbanden. Was ist das jetzt? Was ist das Besondere daran? Das ist das, wie Sie es kennen. Sie haben einen Referenzbereich, der setzt sich zusammen oder der limitiert sich durch die 95% gesunden Personen, die man einfach, wenn man die sozusagen misst, für einen bestimmten Analyt. Und dadurch ordnen Sie ein, wie das Ergebnis für den einzelnen Patienten ist, zu hoch, zu niedrig und so weiter. Wenn Sie von Signaturen sprechen, dann bedeutet das ja, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Daten bekommen, die zum Beispiel Genexplosionsdaten sind. Und seit der Pandemie wissen wir alle, was CT-Werte sind. Und jetzt wollen Sie ja als Kliniker nicht 3, 20, 100 CT-Werte zurückbekommen. Das ist völlig Nonsens. Das können Sie nicht interpretieren. Das wollen Sie nicht interpretieren. Sie brauchen etwas, was Ihre Entscheidung unterstützt. Das bedeutet, diese ganzen Genexplosionsinformationen gehen in einen Algorithmus rein.
Das kann eine Formel sein, eine Regression, das kann auch ein neuronales Netz sein. Und daraus kommt ein Score. Das ist ein Punktwert, der ist völlig arbiträr. Der hat nichts mit dem CT-Wert zu tun, der vom GNB reingegangen ist. Und dieser Score-Wert wird dann Interpretationsbanden zugeordnet. Und diese Interpretationsbanden haben bestimmte statistische Kennzahlen. Und da komme ich gleich nochmal drauf. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen esoterisch, macht aber hoffentlich Sinn, wenn ich in 5 Minuten Ihnen da konkrete Beispiele zeige. Die erste Signatur, und ich zeige die eigentlich nur zum Warmwerden, auch 2015 publiziert. Und da war die Frage, gibt es denn eine Signatur, wo wir eine CAP, also eine ambulant erworbene Pneumonie, tatsächlich differenzieren können von einem Nicht-CAP, also von einem anderen Zustand, der so ein bisschen aussieht wie eine CAP. Was man gemacht hat, man hat eben diese 101 Patienten genommen und 33 Kontrollen, waren alle kritisch krank, alle bei Aufnahme auf der Intensivstation. Man hat relativ viele Gene gefunden. Sie sehen, mit welchen Zahlen man hier hantiert. Fast 2.500 Gene sind CAP-assoziiert, reguliert. Man hat 78 Gene gefunden, die informativ waren. Das bedeutet, die individuell den Informationsgehalt der anderen Gene im Prinzip mit abgedeckt hat. Und aus diesen 78 Genen hat man 2 rausgefunden, die in Kombination, dieses FIME3 und das PLAC8, und das ist im Prinzip völlig egal, was die Funktion dieser Gene ist, darum geht es bei so einem Ansatz gar nicht. Die zeigen einfach die beste diagnostische Trendschärfe. Und wir sind hier immer noch in der Discovery. Halten Sie sich immer das vor Augen. Das muss man alles immer mit Vorsicht genießen, denn erst wenn ein Biomarker oder eine Signatur tatsächlich validiert ist, dann kann man davon sagen, dass sie Bestand hat. Sie sehen hier die Area under Curve, also die Trendschärfe zwischen CAP und Nicht-CAP war 0,845. Zum Vergleich war das bei PCT deutlich niedriger. Aber Sie sehen hier in der Validierung mit 100 unabhängigen Patienten, sehen Sie schon, dass die Area under Curve deutlich geringer geworden ist. Und wenn Sie den Konfidenzbereich anschauen, dann sind wir nur noch einen Hauch über der 0,5, wo im Prinzip keine diagnostische Wertigkeit mehr vorliegt. Das ist auch der Grund, warum diese Signatur im Prinzip nicht weitergegangen ist. Das war eine dieser akademischen Signaturen, die es eben auch im Bereich der Genexpressionssignaturen gibt. Ganz vergleichbar mit dem Review von Jean-Louis Visson mit den hunderten Biomarkern. Als nächstes zeige ich Ihnen das komplette Gegenteil. Das ist eine Signatur, die auch als Produkt mittlerweile verfügbar ist. Ehre, wem Ehre gebührt. Das sind die es als erstes tatsächlich geschafft haben auf den Markt. Und was dieser Septiscore macht, der differenziert infektionsassoziiert oder einen infektionsassoziierten Zustand von einem sterilen systemischen Entzündungszustand, also SIRS versus Sepsis bei Aufnahme auf die Intensivstation. Und wie wurde das entwickelt? Discovery, es beginnt immer mit einem Discovery, 5 Krankenhäuser in Australien, 105 Patienten, retrospektiv geschaut, also man hat einfach 105 Patienten eingeschlossen, 74 davon waren septisch, 31 Patienten waren Kontrollen, kritisch kranke Kontrollen. Man hat einige Patienten ausgeschlossen. Sie sehen hier die Ausschlusskriterien. Wie gesagt, retrospektiv wurde beurteilt, ist es jetzt eine Sepsis oder ist es ein SIRS? Und man hat Microarrays durchgeführt. Und weil ich vorhin so auf die Frage gepocht habe, die man sich stellen muss, hier war die Frage, was ist die Ursache des kritischen Zustandes bei Aufnahme auf die Intensivstation? Das soll diese Signatur beantworten. Wie macht man das? Wie selektiert man dann diese vielen Datenpunkte? Und das ist hier mal ganz im Überblick. Man benutzt tatsächlich diese Methoden des maschinellen Lernens, Support Vector Machines, Random Forest, alles Algorithmen. Dafür gibt es Profis, wie gesagt. Auch hier hat man immer versucht, Pärchen zu bilden, 2 Transkripte, 2 mRNAs zusammen. Und dann hat man für jedes Pärchen, was man gebildet hat, immer geschaut, wie gut ist denn die diagnostische Performance. Und zum Abschluss hat man in allen Pärchen, die man identifiziert hat, eine sogenannte gierige Suche gemacht. Man hat also das
beste diagnostische Pärchen genommen und hat nochmal geschaut, ob man nicht ein zweites dazu findet, was die Performance nochmal erhöht. Am Ende vom Lied sehen Sie hier 4 Gene, die rauskommen. Das ist die Septicide Lab Signatur, die den Septi-Score generiert. Und ja, also 2 jeweils Genexpressionsverhältnisse. Das wurde validiert mit einer qPCR, weil, wie gesagt, Microarrays sind nicht das, was Sie in der Fragestellung, wie sie hier gewählt wurde, einsetzen können. Das ist eine Frage bei Aufnahmeintensivstation, da wollen Sie eine Antwort innerhalb von einer Stunde, da wollen Sie nicht eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. Also muss man schneller arbeiten, muss man eine Plattform haben, die einfach schneller funktioniert. Und hier sehen Sie die Validierung, relativ kleine Kohorten, aber dafür mehrere. Das sind Patienten, die hatten eine eindeutige Diagnose. Hier sehen Sie in Rot jeweils die Patienten mit Sepsis und in Schwarz die Patienten ohne Sepsis. Also Sie sehen sozusagen die Streuung über den Scorewert und hier jeweils die Area under Curve. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Das Einzige, was ich noch benennen möchte hier, das ist so eine Besonderheit. Das wird immer zunehmend auch kommen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist das Thema diagnostische Fairness. Das kommt tatsächlich aus dem amerikanischen Bereich. Die FDA ist da sehr umtriebig und da geht es einfach darum, sicherzugehen, dass diagnostische Werkzeuge in allen ethnischen Gruppen, in allen anderen Subgruppen, die man sich vorstellen kann, funktionieren. Benachteiligen diagnostische Werkzeuge ältere Patienten, Männer, Frauen, sind diagnostische Tools tatsächlich einfach fair anwendbar oder gibt es einfach Limitationen, denen wir uns bewusst sein müssen? Und hier sehen Sie, das wurde hier gemacht mit Patienten mit asiatischem oder afrikanischem Hintergrund. Und hier sieht man, die Fairness ist tatsächlich in der Kohorte erhalten. Das Ganze reicht nicht aus, so eine kleine interne Validierung reicht nicht aus. Da müssen Sie nochmal größer gehen. Und hier sehen Sie die große Studie dazu, 447 Patienten, adult, innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation, 2 oder mehr SIRS-Kriterien, sozusagen die einfach erkennbaren Kriterien. Und die Frage, Sepsis oder einfach nur ein SIRS, steriler Genese, 3 Subkohorten ist hier gar nicht von großer Wichtigkeit. Hier sehen Sie wieder die Area under Curve und Sie sehen tatsächlich 3 Kurven. Und warum ist das so? Immer wenn es um diagnostische Werkzeuge geht, dann haben wir ein Riesendilemma. Es gibt nämlich keinen Goldstandard. Wie definieren Sie denn Infektion? Wie definieren Sie, dass der Patient keine Infektion hat? Sie können jetzt sagen, immer nur, wenn ein mikrobiologischer Befund vorliegt, dann gilt der Patient als tatsächlich gesichert infektiös. Aber ist nicht ein radiologischer Befund auch mit einer gewissen diagnostischen Wertigkeit versehen? Ist nicht das klinische Bild, Zusammenspiel bestimmter Laborparameter etc. genauso einträglich? Also das ist ein großes Problem und tatsächlich gibt es nur eine Lösung für dieses Problem. Das ist diese retrospektive Fallbeurteilung. Und das muss über mehrere Ärzte laufen. Das kann nicht ein Arzt alleine machen. Das wäre total verzerrt. 2 oder 3 Ärzte sind hier ganz klar Pflicht. Und das wurde hier gemacht. Also hier sehen Sie zum Beispiel in Rot, das ist die Kurve, die Area under Curve für Patienten, die einstimmig von allen Gutachtern als Sepsis oder SIRS beurteilt wurden. Sie sehen aber, bei 155 Patienten war das nicht möglich. Das ist auch ein interessantes Faktum. Retrospektiv, wenn Sie alles zur Verfügung haben, was im gesamten Patientenverlauf an Daten angefallen ist, dann ist es trotzdem bei einem relevanten Anteil der Patienten, bei einem Drittel der Patienten, nicht einstimmig möglich, eine Diagnose zu fällen. 2/3 ist besser. Das ist dann sozusagen ein bisschen wie in der Politik, wird debattiert. Und die 2/3, da sehen Sie nur noch 37 Fälle, kommt man nicht auf den grünen Zweig. Das ist diese blaue Linie hier. Und in Grau, das ist die sogenannte erzwungene Diagnose. Da gibt es keine Grauzone. Da wird einfach gesagt, Gutachter, einigt euch. Der Patient hat entweder das oder das. Und Sie sehen, wenn Sie natürlich diese erzwungene Diagnose machen, dann fällt diese Area under Curve etwas ab. Das bedeutet, die Trendschärfe wird etwas schlechter. Und das liegt einfach daran, dass der Goldstandard selber wackelt und verrauscht ist. Und das müssen wir uns immer bewusst sein. Deshalb ist diese einstimmige Gruppe sehr wichtig, denn das ist
was man als technische Performance des Assays einschätzen kann. Also so gut ist das Assay bei Patienten, die retrospektiv ganz klar diagnostisch gesichert Sepsis oder nicht Sepsis waren. Und das so gut arbeitet das Testsystem. Und hier unten, das ist im Prinzip das, was Sie erwarten können, wenn Sie das Testsystem dann in die Klinik bringen. Ich hatte es angekündigt, jetzt müssen Sie ganz tapfer sein an diesem schönen Frühsommernachmittag. Wir tauchen ein bisschen in die Statistik ein. Die Frage ist für mich, warum machen wir denn eigentlich nur einen Schwellenwert? Diese Areas under Curves, das kennen Sie. Das setzt voraus, dass wir annehmen, dass es irgendwo einen Schwellenwert gibt und alles, was über dem Schwellenwert ist, ist Sepsis und alles unter dem Schwellenwert ist SIRS. Aber ist das biologisch? Ist es immer schwarz-weiß? Oder ist es nicht vielleicht ein bisschen komplexer diagnostisch? Und hier kommen diese Banden ins Spiel, die ich davor schon Ihnen kurz präsentiert hatte. Die Idee ist, dass man diesen Septis-Score in diesem Fall, der zwischen 0 und 10 Punkte annehmen kann, in Banden reinwirft, die man vorab definiert hat. 0 bis 3, 3 bis 4,4 und so weiter und so fort. Und dahinter steckt die Idee, dass jede dieser Banden, nicht jedes Ergebnis jedes Patienten, jetzt nicht jeder einzelne Punktwert, sondern die Bande an sich eine gewisse Sepsiswahrscheinlichkeit und ein Likelihood Ratio beinhaltet. Und wenn jetzt der Patient eben einen Punktwert von, sagen wir mal, 7 hat, dann ist er eben in dieser Bande und hat eine gewisse Sepsiswahrscheinlichkeit. Und dann ist es aber auch völlig egal, ob der nächste Patient 8 oder 9 Punkte hat, der ist in der gleichen Bande und hat das gleiche diagnostische Ergebnis, unabhängig dieses Wertes. Warum ist das wichtig? Wir müssen Schwellenwerte setzen. Das kennen wir aus den normalen Biomarkern, sonst können wir sie nicht interpretieren. Wir können nicht so feingliedrig einfach eine gewisse statistische Leistung einfach interpretieren. So, wir müssen das in bestimmte Interpretationsbanden überführen, um nach vorne zu gehen. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, inwieweit sind denn Ergebnisse der verschiedenen Banden mit der Wahrscheinlichkeit assoziiert, dass der Patient eine Sepsis hat, dann sehen Sie dieses schöne Ergebnis. Und der Patient, der sich in Bande 4 eingruppiert, hat 82% Wahrscheinlichkeit, eine Sepsis zu haben. Und ich spreche nicht von Sensitivitäten und Spezifitäten, ganz bewusst, sondern von Wahrscheinlichkeiten. Denn Sie als Behandler am Bett brauchen Wahrscheinlichkeiten. Sie müssen wissen, der Patient, den Sie jetzt vor sich haben, wie wahrscheinlich hat dieser Patient auf Basis eines Befundes, den Sie sehen, eine bestimmte Krankheit. Und hier der angedrohte statistische Exkurs, kurz und knackig. Wie komme ich denn zu dieser Wahrscheinlichkeit? Sensitivitäten und Spezifitäten, das finden Sie überall. Das ist nicht schwierig rauszufinden. Einen dritten Aspekt, den müssen Sie selber rausfinden. Den müssen Sie für sich selber evaluieren. Und das ist die sogenannte Prätestwahrscheinlichkeit. Häufig lesen Sie die Prätestwahrscheinlichkeit, manchmal auch in den Vorträgen, dass das die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Patient, wenn er zum Beispiel auf die Intensivstation aufgenommen wird, eine Sepsis hat. Also von allen Patienten, die Sie in einem Jahr sehen, 10% der Patienten haben eine Sepsis. Das ist aber sehr epidemiologisch. Denn die Wahrheit ist, Sie würden ja den Patienten, der mit einer klar diagnostizierten Blutung kommt, gar nicht einem bestimmten Testverfahren unterziehen. Genauso der Patient, der als Polytrauma zu Ihnen auf die operative Intensivstation kommt. Den Patient würden Sie nicht testen, ob er eine Sepsis hat. Das bedeutet, die Prätestwahrscheinlichkeit für Sie ist, wie wahrscheinlich ist es, nachdem Sie alles abgearbeitet haben, was Sie innerhalb kurzer Zeit abarbeiten können. Also wie ist der klinische Eindruck des Patienten? Wie präsentiert er? Wie sind die schnellen Vitalparameter? Ist es ein Patient im Schock? Ist es ein Patient tachypnoisch etc. pp. Alle diese Kriterien, die innerhalb kürzester Zeit erfasst werden können, die Sie erfassen, ohne groß nachzudenken. Und alles integrieren Sie aus Ihrer Erfahrung raus. Und dazu kommt nochmal ein Schluck Bauchgefühl. Und das schafft sozusagen eine Prätestwahrscheinlichkeit, dass Sie sagen, ein Patient, der aufgenommen wird, der wird vielleicht eingemeldet mit einer Wahrscheinlichkeit oder mit einem Verdacht auf Sepsis. Aber Sie sagen als erfahrener Intensivmediziner, als erfahrene Intensivmedizinerin,
nach 2-3 Minuten. Na, das glaube ich nicht. Eher unwahrscheinlich. Dann würden Sie sagen, eine Prätestwahrscheinlichkeit von 20%. Oder Sie sagen, boah, das ist ein Fall, den kann ich gar nicht beurteilen. Das ist 50-50. Und das ist das, was Sie tun müssen. Egal welchen Biomarker Sie nutzen, das müssen Sie sich vor Augen führen. Aus Sensitivität und Spezifität können Sie das Likelihood Ratio berechnen. Und das ist nichts anderes wie so ein Signal zu Hintergrundrauschen-Verhältnis. Beide gehen in dieses Likelihood Ratio ein. Aus der Prätestwahrscheinlichkeit müssen Sie ein Chancenverhältnis berechnen. Und dann nehmen Sie Likelihood Ratio und Pretest Odds und dann bekommen Sie Ihre Posttest-Wahrscheinlichkeit. Und ich weiß, das ist das Dia aus der Hölle. Ich möchte es trotzdem einfach mal zeigen, um vor Augen zu führen, was notwendig ist, um wirklich in einem probabilistischen Ansatz zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, der Patient hat mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Erkrankung auf Basis eines Ergebnisses. Das können Sie kalkulieren. Hier habe ich das Beispiel aus der Publikation, die ich Ihnen gezeigt habe, eben zusammengetragen, Sensitivitäten, Spezifitäten, Likelihood Ratios und so weiter. Und tatsächlich aus der Publikation, der Patient startet mit 45% Wahrscheinlichkeit und am Ende hat der Patient eine 68%ige Wahrscheinlichkeit, wenn der Test positiv ist. Müssen wir das jetzt wirklich bei jedem diagnostischen Tool machen? Müssen Sie nicht machen. Sie können sich es ein bisschen vor Augen führen und dann abspeichern und dann reicht das aus. Und weil wir alle Mathe hassen, ich eingeschlossen, ich vielleicht als Vorreiter, 1975 hat ein schlauer Mann das publiziert. Das ist das sogenannte Fagan-Normogramm. Vielleicht haben Sie schon mal gehört. Wenn Sie das Likelihood Ratio haben von Ihrem Test, und das bekommen Sie, das steht in der Packungsbeilage jedes Tests, und Sie wissen, wie ist die Prätestwahrscheinlichkeit, was vermuten Sie? Das müssen jetzt nicht auf die Kommastelle genau sein. Ist es für Sie eher 50-50 oder ist es eher 80-20? Und dann machen Sie Malen nach Zahlen, dann verbinden Sie das mit einer Linie und Sie bekommen dann eben diese Wahrscheinlichkeit hinten raus auf Basis des Testergebnisses. Wie beeinflusst sich die Wahrscheinlichkeit für die Diagnose? Und wenn der wichtig ist, hier zu sagen, jedes Test- und Untersuchungsergebnis verändert die individuelle diagnostische Wahrscheinlichkeit. Es ist eben nicht nur der Biomarker, sondern es ist tatsächlich einfach jedes einzelne Informationsbruchstück, was Sie aufsammeln. Und wenn Sie ein Likelihood Ratio von 5 haben, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 82%. Und wenn Sie eine 0,2% Likelihood Ratio haben, sind es nur noch 15,9%. Also Sie können hier tatsächlich eine Risikoreduktion machen oder eine drastische Erhöhung. Und das ist im Prinzip die Idee dieser Banden. Und Sie sollten sich eine gewisse, zumindest im Hinterkopf haben, was bedeutet denn diese Prätestwahrscheinlichkeit und die Likelihood Ratio, da müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, da müssen Sie sich einfach Ihre Testcharakteristik einfach mal anschauen in der Packungsbeilage. Und diese Interpretationsbanden brechen genau dieses kryptische Sensitivitäts-, Spezifitäts-, diese Werte auf und setzen die um in etwas, was Sie als Kliniker am Krankenbett nutzen können. Hier sehen Sie ein Beispiel aus einer Packungsbeilage und das sind genau diese Werte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. 5,6 ist das Rule-in Likelihood Ratio und 0,2 Rule-out. Also Sie schaffen mit diesen Banden Bereiche, wo die diagnostische Wertigkeit einfach sehr hoch ist, während es in der Mitte dann diese sogenannten Grauzonenbereiche gibt. Es gibt noch ein zweites, adaptiertes Normogramm. Das beinhaltet sogar Sensitivität und Spezifität. Wenn Sie Ihre Likelihood Ratio nicht kennen, dann können Sie erst in Blau Malen nach Zahlen machen und Ihre Likelihood Ratio berechnen. Und im zweiten Schritt machen Sie dann mit der roten Linie Malen nach Zahlen und kommen von Prätest Probability auf die Posttest-Wahrscheinlichkeit. Also gibt für alles Lösungen. Ich bin großer Fan dieser Normogramme. Wie gesagt, das brauchen Sie nicht in der Kitteltasche. Das müssen Sie sich einfach, wenn Sie einen Test implementieren, ein bisschen mal vor Augen führen, was bestimmte Testergebnisse für eine Konsequenz haben. Und dann können Sie damit arbeiten. Weg von der Statistik. Diagnose einer akuten bakteriellen Infektion. Das ist ein weiteres Beispiel. Hier ist mein Conflict of Interest. Das ist das, was wir wissenschaftlich bearbeiten.
Sie sehen hier, was gemacht wurde. Man hat präselektierte mRNAs genommen. Die wurden in unabhängigen Discovery-Analysen gefunden. Das sind jeweils 11, 7 und 11 mRNAs für verschiedene Unterscores. Einmal für Infektion oder Sepsis versus Nicht-Sepsis, dann gegen bakteriell versus viral und dann Prognose. Und diese 29 mRNAs, die wurden genutzt, um ein sogenanntes neuronales Netzwerk zu trainieren. Und dieses Training wurde durchgeführt an öffentlichen Datensätzen. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, 2000 hat das begonnen mit diesem Microarrays. Und es gibt Tausende, Zehntausende öffentliche Datensätze von Patienten mit Sepsis, Trauma, CIRS, was immer Sie sich wünschen. Alles öffentlich zugänglich, alles schön abgespeichert. Das ist nutzbar für genau solche Ansätze. Hier rechts sehen Sie diese sogenannte Multilayer-Perzeptron. Ich will da gar nicht im Detail eingehen. Stellen Sie sich das einfach als Murmelbahn vor. Sie geben diese 29 Genexpressionswerte ein und dann laufen diese Werte informationstechnisch verschiedene Knotenpunkte, kollidieren miteinander, tauschen Informationen aus und am Ende kommt raus, ist es bakteriell, ist es viral oder ist es nicht infiziert. Und Sie sehen hier die Areas an der Curves, die sind ganz gut. Alles nochmal hier ganz klar, das ist Discovery, das muss natürlich auch validiert sein. Das sehen Sie hier, ein neuronales Netz ist ja immer so in diesem Bereich künstliche Intelligenz angesiedelt. Validierung muss immer stattfinden. Erst recht bei neuronalen Netzen. Das ist diese Sau, die da durchs Dorf getrieben wird mit der künstlichen Intelligenz. Das löst die ganzen klassischen Vorgehensweisen nicht ab. Die sind nach wie vor und unverändert extrem wichtig. Und hier sehen Sie eine Validierung, kleine Kohorte aus einem intensivmedizinischen Kontext. Und hier sehen Sie in der oberen Zeile die Wahrscheinlichkeiten über die Interpretationsbanden von 16 bis hoch zu 91% Wahrscheinlichkeit für eine bakterielle Infektion. Das Ganze kann man auch in einem anderen Kontext mal evaluieren. Und das ist hier passiert. Das waren 312 Patienten, 312 adulte Patienten in der Notaufnahme. Was hatten die? Die hatten jetzt nicht unbedingt einen Verdacht auf eine Sepsis, sondern einen Verdacht auf eine akute Infektion. Die hatten noch ein zusätzliches Kriterium. Sie sehen hier mit Masse-CIRS-Kriterien, was ausgeschlossen wurde, vorbestehende Sepsis, Sekundärverlegung etc. Alle Patienten wurden auch wieder retrospektiv fallbeurteilt. Das müssen Sie immer machen, wenn Sie einen Biomarker evaluieren möchten, validieren möchten. Und Sie sehen hier eine Besonderheit, die sogenannte zweite Generation dieses neuronalen Netzwerks wurde eingesetzt für die Interpretation der Fälle. Und ich hatte schon gesagt, das ist alles nicht immer so perfekt, wie man es gerne hätte. Und dieses maschinelle Lernen, das ist ein digitaler Drahtseilakt. Denn was passieren kann, ist, wenn Sie immer mehr und mehr Daten in so einen Algorithmus reinwerfen, dann wird das Training immer besser. Und das ist ein sogenanntes Overfitting. Was der Algorithmus macht, der lernt auswendig. Der versteht aber keine Zusammenhänge. Der versteht nur das, was er schon mal gesehen hat und kann nicht extrapolieren. Und deshalb ist es sehr wichtig, die Machine Learning Wissenschaftler machen diesen Drahtseilakt zwischen Overfitting und Underfitting. Und das ist eine Abwägung zwischen Komplexität und Genauigkeit des Systems. Und wo will man hin? Man möchte dahin, wo die Genauigkeit am besten ist, dass ein bestimmter Algorithmus eben in einer unabhängigen Kohorte im wahren Leben eine diagnostische Wertigkeit aufweist. Und wenn man eben dieses Overfitting durchführt, sieht man, dass die Genauigkeit immer weiter abnimmt. Wie sieht das jetzt aus in der Notaufnahmenkohorte? Hier sehen Sie wieder die Interpretationsbanden, Forst oben, also alle Patienten drin, egal ob man sich einig war oder nicht. Und hier sehen Sie die Likelihood Ratios und die kommen in den ganz ähnlichen Bereich wie das, was Sie eben schon mal gesehen haben. Wenn man Konsensus nimmt, also nur die Patienten, wo es ganz klar war, was im Hintergrund los war, dann sieht sich, steigt die Likelihood Ratio erneut an. Also das ist sozusagen die technische Kapazität und das ist die zu erwartende Performance im wahren Leben. Ganz wichtig, wir können auch bestehende Biomarker in Interpretationsbanden nutzen. Und hier ist das Beispiel des Procalcitonins. Natürlich können Sie multiple Schwellenwerte anpassen. Und gerade am Beispiel Procalcitonin ist es ja der Fall. Es gibt ja publizierte multiple Schwellenwerte. Und dann verändern sich natürlich auch die Likelihood Ratios dahinter.
Und das sollten Sie sich auch bewusst sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das einsetzt in den verschiedenen Schwellenwertbereichen. Seien Sie sich bewusst, dadurch verändert sich die diagnostische Wertigkeit im Hintergrund. Man kann die vergleichen, die Signaturen, das ist hier gemacht worden in zwei Publikationen. All three scores, das sind die 3 Scores, die ich Ihnen gezeigt habe, sind nicht schlecht in der Unterscheidungsfähigkeit. Und je mehr Sie heterogene Datensätze genutzt haben für die Validierung, je besser ist es. Und hier unten sieht man, dass auch alle 3 diagnostischen Tools einfach keine signifikanten Unterschiede haben. Also es ist einiges verfügbar in der Pipeline, was bald auf den Markt kommt. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz sagen, was ist denn mit den Viren? Vor 2,5 Jahren hätte es vielleicht keinen interessiert, ob diese Signaturen auch die Viren aufpicken können. Mittlerweile wissen wir, es kann halt schon auch was Virales sein. Und was man hier gemacht hat, das ist eine ganz neue Studie oder eine Meta-Analyse. Diese Arbeitsgruppe hat im Prinzip alle verfügbaren Signaturen extrahiert aus der Literatur, die verfügbar waren, die gebildet wurden, um zu unterscheiden, ob es eine bakterielle oder virale Infektion ist. Und tatsächlich waren das 28 Signaturen, die publiziert sind. Also eine ganze Menge, überraschend viel. War tatsächlich auch überraschend für mich. Und man hat diese Signaturen validiert an 51 Datensätzen mit mehr als 4.500 Patienten. Und hier unten sehen Sie die Areas under Curves in hellblau, bakteriell, in dunkelblau, viral. Und Sie sehen, da ist so ein bisschen ein Trend erkennbar. Manche funktionieren nicht wirklich gut, manche sehr gut. Interessanterweise sehen Sie, dass die Signaturgrößen, das sehen Sie hier auf der linken Seite in der Tabelle, zwischen einem Gen und 398 Genen sich unterscheiden. Also große Spanne an Informationsinput. 3 habe ich mal rausgepickt. 2 davon habe ich Ihnen eben schon gezeigt. Das war der Sepsis-Metascore und der 29 Gen Classifier. Und hier sehen Sie die Areas under Curves. 7 Gene, 29 Gene und 96 Gene. Das ist die Signatur, die die Autoren dieser Meta-Analyse vor 5 Jahren publiziert haben. Und Sie sehen, die Größe ist gar nicht ausschlaggebend für die Qualität dessen, was Sie statistisch bekommen. Das ist bakteriell versus nicht bakteriell, das ist viral versus nicht viral. Also es sind immer relativ hohe Areas under Curves. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit Covid? Und das Spannende daran ist, alle diese Signaturen wurden identifiziert, bevor Covid da war. Und Sie sehen, wenn Sie sich die statistischen Diskriminationsfähigkeit anschauen, dieser Signaturen, dass es hier tatsächlich eine Generalisierbarkeit gibt. Indem Sie auf die Immunantwort schauen, können Sie sehen, ob es ein Virus ist oder ein Bakterium. Und das hat nichts damit zu tun, ob der Virus davor schon in der Bevölkerung unterwegs war oder nicht. Also es hat auch so eine Komponente des Pandemic Preparedness, wenn man solche Werkzeuge in petto hat. Damit möchte ich abschließen. Ehre wem Ehre gebührt. Hier rechts sehen Sie ein Bild. Das ist das System, was schon verfügbar ist. Diese Signaturen sind da. Das ist keine Zukunftsmusik. Und mehr Signaturen kommen auf Systemen, die Sie nutzen können in Ihrem Bereich. Das Potenzial ist meiner Ansicht nach sehr hoch. Ich habe Ihnen gezeigt, Generalisierbarkeit ist vorhanden. Die Signaturen können evolvieren, insbesondere die Algorithmen können sich verbessern, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Immer unter der Berücksichtigung, dass man nicht in ein sogenanntes Overfitting reinläuft. Bakterien, Viren, das funktioniert schon extrem gut. Pilze, gibt es noch keine wirklichen Signaturen, die das vermögen. Endotypen, also welche Therapieformen können bei Patienten mit Sepsis noch eingesetzt werden, außerhalb des Standards. Das sind alles diese heißen Eisen, die in der nahen Zukunft kommen. Besser, schneller, universeller, das müssen Sie beantworten. Wann ist ein diagnostisches Tool für Sie einsetzbar? Der klinische Alltag wird zeigen, was sich bewährt von diesen Werkzeugen. Und deshalb ist es ganz offen, und das ist mein Aufruf an Sie, seien Sie offen für Innovation. Und evaluieren Sie den Nutzen für Ihren Bereich. Es sind Ihre Patienten. Schauen Sie und erwarten Sie jetzt nicht, dass Sie alles komplett verändern, wenn Sie ein diagnostisches Werkzeug einsetzen. Das wird jetzt nicht das Leben grundlegend ändern, aber vielleicht sind es 10-15% bessere Diagnosen, die Sie treffen können. Und das sind 10% bis 15% der Patienten, die Sie besser behandeln.
damit bedanke ich mich und freue mich auf die Diskussion. Ja, lieber Herr Uhle, vielen Dank. Das war nicht ganz einfache Kost, aber ich bin total froh, dass ich heute daran teilgenommen habe, ehrlich gesagt, weil es für mich ein absolut spannender Vortrag gewesen ist und ich habe mich nicht zu Unrecht darauf gefreut. Vor allen Dingen wegen der spannenden, interessanten Daten, der neuen Möglichkeiten, die wir eigentlich sehnsüchtig erwarten, aber auch vor allen Dingen wegen Ihrer Sicht auf die Dinge. Sie haben offensichtlich ja die Gabe, so ein bisschen auch von oben auf die Sachen raufzugucken, das zu abstrahieren. Und ich finde diese Darstellung eines vielleicht dann, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Nicht-Mediziners, total gut, weil einfach in der klinischen Routine diese Unterscheidung zwischen pathogen-assoziierten und damage-assoziierten Ursachen wirklich wichtig ist und der geht ja manchmal wirklich verloren. Als das Antibiotikum wird zur Fiebertherapie eingesetzt, man hat nicht so richtig den Plan am Anfang, was behandelt man, ist man wirklich jetzt im Moment mit der Sepsis oder mit einer Infektion konfrontiert. Das ist ganz, ganz wichtig nochmal hier zu betonen. Wie weit sind wir denn, meinen Sie, von dem Lab-on-Chip entfernt, wenn man Patienten in der Notaufnahme hat und dann vielleicht nach einigen Dingen screenen kann? Also ich kann Ihnen sagen, da habe ich keinen Conflict of Interest. Das ist eine andere Firma. Das ist das jetzig verfügbare System. Das ist da, das ist regulatorisch zugelassen und das misst Ihnen die Signatur innerhalb von 1 Stunde. Ob Ihnen das reicht für Ihren Bereich, das ist natürlich das, was Sie entscheiden müssen. Aber das, was Sie gerade geschildert haben in dieser Frühphase, ich glaube, da entsteht das Dilemma. Und vielleicht, um das hier nochmal zu betonen, diese ganzen Tools, die ich angesprochen habe, diese Signaturen, die zielen niemals darauf ab, die Mikrobiologie zu ersetzen, sondern die füllen die Lücke zwischen Patient wird aufgenommen und es gibt einen mikrobiologischen Befund. Einfach diese Stunden, die einfach unklar sind und die ja in der neuen Surviving Sepsis Campaign Guideline auch ganz klar definiert sind, 1 Stunden, 3 Stunden Zeitlimits bis zur antibiotischen Therapie. Gerade diese Abkehr von diesem 1-Stunden-Wandel, was ja dann auch einen enormen Druck auf den Behandler ausgeübt hat, eine Entscheidung zu treffen, hinzu, lassen Sie sich 3 Stunden, nehmen Sie alle diagnostischen Werkzeuge zur Hilfe, die verfügbar sind und treffen Sie dann eine informierte Entscheidung. Ich glaube, das öffnet die Pforte für solche Tools. Gibt es Fragen aus der Runde? Ich habe im Moment jetzt noch keine gesehen, aber eine Frage zu den Materialien, die Sie für die Analysen benutzen. Was ist da das Portfolio sozusagen? Da sind sich alle Entwickler einig, was man dazu nutzt. Das ist ein spezielles Röhrchen momentan noch, wo Vollblut einfach entnommen wird. Das ist ein Vacutainer-Röhrchen, was mit einer speziellen Lösung versehen wird, was die RNA-Signaturen stabilisiert. Das ist einfach notwendig, um sicherzugehen, dass es nicht zu Abbauprozessen kommt. Die RNAs sind sehr labil. Und klar, natürlich messen sie unmittelbar, aber wir wissen selber, dann kommt plötzlich doch nochmal ein Schockraum dazwischen und das Röhrchen bleibt eine halbe Stunde stehen. Und wenn das dann nicht in einer Stabilisierungslösung wäre, dann wäre das vielleicht dann ein verfälschtes Ergebnis. Also das sind Spezialröhrchen, aber im Prinzip ist es eine einfache Blutentnahme. Wenn der Patient einen venösen Zugang hat, dann bekommen Sie die Probe innerhalb von einer halben Minute. Wie sieht es mit beispielsweise Bronchialaspirat aus oder Liquor? Also da gibt's sehr frühe Ansätze, dass man das auch untersucht, ob das in irgendeiner Form eine Wertigkeit hat. Gerade bei dem AIDS hat es ja dann doch auch immer einen Haufen Immunzellen, die damit rumschwimmen, wenn man eine gute BRL macht. Das ist sicher was, wo viele wissenschaftliche Kollegen, aber auch Firmen dran arbeiten, hier komplementär zur auch wieder mikrobiologischen Diagnostik, die man ja aus dem Aspirat dann ohnehin durchführt, weil man den Erreger natürlich identifizieren will, vorab eine Schnellidentifikation durchführen kann, ob die Immunantwort, die man eben im Kompartiment Lunge sieht, tatsächlich infektionsassoziiert ist oder nicht. Also da gibt es Ansätze, aber da würde ich sagen, das wird noch ein bisschen dauern, weil es vielleicht auch einfach ein Nischenmarkt ist, weil es einfach von der Gesamtzahl der Patienten, die einfach unter diese Indikation fallen, eine kleinere Zahl ist als im Vergleich zu Patienten in der Notaufnahme oder bei Aufnahme auf der Intensivstation.
Wenn Sie Studienzentren brauchen, denken Sie an uns. Ich finde das interessant. Ja, vielen Dank. Das ist immer ein langer Abend. 2 Stunden sind jetzt fast geschafft und ich sehe jetzt im Moment keine dringenden Fragen im Chat. Deshalb wollen wir es auch nicht überstrapazieren. Wenn Sie Fragen haben noch, die sich im Nachhinein ergeben, leiten Sie an uns weiter. Wir werden die dann an Herrn Uhle oder Herrn Professor Kluge auch dann weiterleiten. Ich bedanke mich bei Ihnen als Referenten und bei Ihnen als Zuschauer, Zuhörer ganz recht herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielleicht die Ankündigung für nächsten Juli noch einmal in Erinnerung. Wenn Sie Sommerurlaub haben, dann natürlich einen schönen Sommer. Bleiben Sie weiter gesund. Kommen Sie das nächste Mal wieder vielleicht mit zu uns. Und nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme. Alles Gute und tschüss.